So, und da ich es auch auf YouTube hochlade, so auch hier herzlich willkommen auf YouTube zu einem weiteren Projekt an einem theoretisch Emotional Sunday, aber auch der Jubiläumstag als Affiliate. Ähm, ja, genießt mit mir Draugen und wir gucken einfach mal, was uns erwartet. Ach ja, ich habe heute wirklich nichts vorbereitet. Also ich lasse mir wirklich lange Zeit mit dem Spiel, aber ein 24er heute bin ich mir nicht sicher. So. Ist schön, dass halt morgen Feiertag ist, aber mal gucken, je nach Lust und Laune, was ich halt noch auspacke von den Spielen. Dann mal gucken. Hm, alles richtig so. Okay. Okay, okay. Wir werden nun aber auch in den Lurk gehen und was kochen und. Warte, noch viel Spaß, Erfolg und in Dirki. Feiere nicht zu wild, du draufgänger. Mach ich nicht. Assassin. Nike? Nike? Hassan, Nike? Sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Vielen, vielen Dank für den Follow. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausspreche. No, no, no. Not crazy, very crazy. So, ihr Lieben. Wir gucken einfach mal, was uns erwartet in Draugen. Optionen. Wie gesagt, ich lasse mir auch sehr, sehr lange Zeit. Das muss man leider irgendwo erdulden, weil Speedrun ist halt überhaupt gar nichts für mich und die Leute, die halt schon 4 Jahre bei mir zuschauen, die sind halt schon einiges gewohnt und entweder schlafen die halt in dem Stream ein, weil die entspannt einschlafen können oder weil ich einfach langweilig bin. So, keine Ahnung. Gamma natürlich wegen YouTube ein bisschen höher. Noir-Filter? Noir-Filter ist. Nee, ist glaube ich nicht geeignet. Das ist glaube ich irgendwas wegen der Landschaft irgendwas. Nee, nee, nee. So, Gesamtlautstärke müsste theoretisch noch gehen. Ja, wenn das zu laut ist, einfach sagen. Einfach schreien. Empfindlichkeit. Ja, gucke ich erstmal. Also, okay, bewegen, umsehen, laufen, interagieren. Lissy? Lissy? Lissy. Tagebuch und Zoomen. Y umkehren? Nein, nicht invertierte Steuerung. Nicht wirklich, nein. Ich hätte gerne noch eingestellt Untertitelgröße. Für die, die über Handy gucken oder über Tablet, dass man ein bisschen größer macht. Und da ich halt über dem Fernseher spiele, habe ich es halt ganz gerne als Brillenträger, wenn es ein bisschen größer ist. Überlagernde Untertitel. Ja. Ja. Okay, Textsprache Deutsch. Okay. Neues Spiel. Extras? Nee, brauchen wir noch nicht zu gucken. Erst später. Auf geht's. Es ist warm. Ist euch auch so warm? Es ist. Ach ja, Ladebildschirme. So, und ihr so? Langsam wird's peinlich. Unangenehm. Muss ich vielleicht X drücken? Nein. Muss einfach nur warten. Okay, gut. The music is a bit like Game of Thrones. A little bit.
Es hat schon mal lange Ladezeiten. Der Vorführeffekt. Und wenn sie nicht geladen sind, dann warten sie noch immer. Holt euch irgendwie Snacks, geht derweil aufs Klo, backt einen Kuchen. Müsste alles noch in der Zeit sein. Darf ich jetzt X drücken? Nein. Okay, dann warten wir. Okay, jetzt. Tag 1. Micha, Dankeschön für die 100 Bits. MC liggend streepje Mihailo liggend streepje cheered x100. It's a Dirkie fjord. 2 alles You're not goed going het swimming. affiliates jubileum Dirkie You're such a wet after blanket, teddy bear. You know I don't like it when you call me. Edward Charles Hardin, Esquire. Will you promise to behave on land? Don't I always? Lissy, promise. Oh, piffle and phonus balonus, Teddy. You ought to know better than to ask. Das hätte Nessie auch schon gespielt I'll gehabt. behave. I'll be a proper young lady. Drücken I zum shan't Zoomen. run or climb things or laugh too loud or call anyone old bean. Aside from you. So, do you think you'll find your Betty in, what did you call this village? Gravewick? Betty, Gravage, Grovewick? Gruvik, Gruvik. It's an odd language. Ja, I ja. don't much care for it. Ich sag einfach Perhaps mal, Betty found herself a burly Viking warrior and went native. Betty. Put horns on her hat, drinks mead out of a chalice, eats goat meat off the bone, that sort of thing. Fertig? Betty. Teddy, how do you know Betty's still here? I just do. In her letter, she wrote about But that's months ago. She could have gone anywhere. without writing or telegraphing her editor in New York. She wouldn't do that. Betty's... Oh, the cat's pajamas, the bee's knees, Little Miss Perfect. Alice, you're talking about my sister. Fine. I'm sorry. Elizabeth Siddar. We all love her dearly. And Teddy Bear, Edward, we will find her. Betty's fine. Why, we'll see her as soon as we get to shore. She'll shower you with kisses and berate you for coming all this way from Hanover, Massachusetts to the middle of absolutely nowhere Scandinavia way just to chase her Norway. down. Everything will be Jake, old fruit. Old Fruit? Is that it? Is that Groovewoke? It looks so peaceful and beautiful. Ich habe eine sehr gelenkige Wirbelsäule. Like a place built for ghosts. Finally. I don't think I could do this for much longer. Can't you row any faster? I'm Sieht getting wie gemahlen frightfully aus. bored. How Sie about schneller you rudern. take over, Alice? You slay me, Teddy, old bean. Gut, Madame, für dich ruder ich schneller. Still distant. The boat will be in safe harbor by the time the weather arrives. So you say. But I say put your back into it, because we're sitting ducks out here. Quack, quack. Ein sehr, sehr schwerer So Koffer. quiet. Where is everyone? Probably working. I know it's a foreign concept to you, but that's something normal people do. Hardy har har. The Fretland farm is up the hill somewhere. Up where? Wo hoch?
Warte, erstmal umgucken, weil, falls man da irgendwas Where's the farm? nehmen kann. Deuten. Drücken, um mit der Welt zu interagieren. Da. I believe it's that farmhouse, all the way at the top. Genau da Dog, oben. let's ankle. Hold on. Let me read the letter from Mrs. Fretland first. I'll meet you up there, old sport. I want to explore. Lass sie nicht fort, lass sie gehen. Lass sie nicht fort. Ready? Steady. Go! Ich hab doch Skunk's tail. lahmes Huhn. Ich hab doch Dreieck gemacht. Ach, egal. Dear Mr. Harden, we would like to extend an invitation to visit our home. Trouble to hear of your sister's disappearance. No news to share. You'll find our farm on top of the hill. Hope I got that right. Look forward to seeing you here in October. Yours faithfully, Anna Fretland. Well, I'm here. Where are you? Did you make it to Grovik, Betty? And why did you pick this forlorn hole under the mountains? Also sprach Zarathustra. Oha. Teddy, are you coming? I'm almost there. On my Ja. way. Righto. Step to it, Teddy Bear. Drücken, um Lissy zu finden. Ja, ist jetzt einfach mal, ist noch nicht so wichtig. Ich gucke mich erstmal um, das ist wichtig. Vielleicht finden wir hier Waffen und Objekte und sowas. Bestimmt nicht. Okay, L2 war ranzoomen. Viereck, X, Kreis, Dreieck. Lissy? I'm by the farmhouse. Ah, okay. R1 ist dann halt nach ihr rufen. Sind da oben. Okay. Ich würde ja gerne rennen. Warte mal. Kann man das hier irgendwie gucken? Laufen. R2. Ja, das sieht nach Laufen aus. Das bestätige ich. R2. R2 kurz drücken. R2 lang gedrückt halten. Antippen. Ich habe wohl sehr, sehr starke Schmerzen am Bein. Ich kann nicht rennen. Ja gut. Und Millie. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich war selber heute überrascht, dass der Jubiläumsstream ist. Aber ja gut. Ja. Ich habe, glaube ich, vor einer Woche das mal Bescheid bekommen hier über Twitch. Hier, Dirk, du hast bald. Und ja. Vielleicht hätte man da planen sollen, aber oft ist das dann so recht spontan bei mir. Nicholas Bolton als Edward. Gucken wir nochmal, wo sie ist. Where are you, Lissy? I'm waiting for you at the farm. Am Hof, okay, ja. Ich würde gerne rennen. Aber er rennt nicht. Etwas neblig hier. Draugen. Kein Skyrim, keine Drauge. Das ist, wenn man 3 Augen hat. Augen.
Ach, und ich liebe solche Spiele, weil ja, die Musik, die nimmt halt einen mit. Ich würde gerne rennen, aber hier darf ich auch nicht durch. Okay. Gut, dann gehe ich den ganzen Berg rum. Ich kann halt wirklich nicht rennen. Ach, schön. Das ist Dirki. Mir ist er auch nicht besser. Macht sich Gedanken, geht aber einfach immer spontan ran. Ja, ja. Ist kein Problem. Aua. Musste etwas Essen machen. Du musstest. Armes Schwein. Warst du kurz vorm Verhungern? Ich glaube, Nessie sollte das auch spielen. Es wird mal wieder Zeit für den Depri-Dienstag oder keine Ahnung, wie hat sie den damals genannt? Aber ist halt ein bisschen schwierig, weil, ja, nicht jeder mag so Walking Sims oder so emotionale Story-Games. Ich mache das hier schon seit 4 Jahren oder so, jeden Donnerstag. Just taking a break. Oh, wie meine Ex-Frau. Ist doch gut, ich komme ja gleich. Meine Güte. Ich will doch erstmal nur in Ruhe hier den Wasserfall angucken. Und einfach nichts machen. Doch jetzt nehme ich den Koffer in die Hand und kann mich jetzt bewegen. Ach, auch ein schöner Effekt. Ach ja. Ich habe, glaube ich, nur ganz, ganz kurz damals oder so das... Ich glaube, das war ein Live-Let's Play oder ein normales Let's Play oder so vom Gregor Onk gesehen. Aber auch nicht wirklich verfolgt, das Let's Play. Ja, ich komm doch. Mann, lass mich doch. Es würde schneller gehen, wenn ich rennen könnte. Ich gucke noch mal in den Optionen. Das kann doch nicht sein, dass es R2 ist. Tagebuch nach oben drücken. Sie rufen, umsehen mit einem rechten Analogstick. Laufen R2. Ah, das ist die geile Musik. Ja. Schnidideldim, schnideldim, schnidideldim, schnideldim, schnidideldim, schnideldim, schnidideldelü. Schnidideldi, schnideldi, schnidideldu, schnadeldam. Ach, schön. Mhm. Ja. Ach, Coiny ist auch da. Nessie muss Ellipse spielen. Boah. Du meinst, weil sie Ori gespielt hat, muss sie auch Ellipse spielen? Ist doch doppelt so schwer. Oder? Ich habe auch mal wieder Bock auf ein schönes Story-Game. Ich habe so viel Auswahl. Guck die ganze Sammlung an bei mir. Da ist so viel Auswahl. Da lohnten sich so viele Spiele. Ich habe entweder Rotz und Wasser geheult oder mich geekelt. Obwohl das relativ selten bei mir passiert. Also es kommt auf die Spiele an. Was ist da? Ausruhen. Ich bin also ein sehr, sehr alter Mann. Ich muss mich sehr, sehr oft ausruhen. Doch, es kann sein. Okay, gut. So gesehen ist das auch ein Geburtstag. Kam auch ein Raid rein. Ja, kam ein Raid rein, Marco. Ja, ja. Kam von Nessie und von Willow. Kannst ja auch einen Shoutout an Elder Willow dalassen. Dann könnt ihr da auch mal ein Follow dalassen. Auch ein lieber, bärtiger Mann. Ein sehr, sehr weiser Mann.
Nessie Rage-Spiel wäre? Doch, ich glaube, das wäre ein Nessie Rage-Spiel. Ja, ja. Dann lasse ich es lieber. Ach, Quatsch. Quatsch. Ich habe eins, das ist gar nicht so viel Rage. Spiel mal Songbird Symphony. Das ist so ein Rhythmus, Jump'n'Run-Spiel, wo du so ein singendes Küken spielst. Rudi ist auch am Start. Ist ganz entspannt. Weil du kein Sub bist, Tobis. Und guten Abend. Was eine schlagfertige Antwort. Aber Rudi? Ich liebe irgendwie diese Clips ohne Kontext. Mag ich. Wie bei mir 80% meiner Clips. Simon Poole. Die wartet schon 3 Stunden auf mich. Ach ja. Die muss sich auf einiges gefasst machen, weil die wird sich wundern, wie lange sie warten muss auf mich. Ich muss sehr schwer atmen. Ich bin irgendwie, habe ich das Gefühl, entweder schwer krank oder es ist ein Spiel, da muss ich mich sehr oft ausruhen. Oder der Koffer, der ist halt verdammt schwer. You're not the one carrying a suitcase. Ja, stimmt. Sie hat leicht reden, weil sie trägt ja keinen Koffer. Ich trage hier einen Koffer, da ist wahrscheinlich, keine Ahnung, die komplette Küche von ihr drin. Ich habe auch immer das Gefühl, dass, wenn ich damals mit der Freundin unterwegs war, in der Handtasche, da war immer irgendwie Backstein drin. Keine Ahnung, was sie da immer drin hatte. So, wir lassen die einfach mal nicht warten. Wir gehen jetzt einfach dahin und dann gucken wir mal. Es ist optisch sehr, sehr schön. Es ist musikalisch. Und es spielt in Norwegen. What took you so long? I'm not 17. Nor are you 70. Put some spring into your step, old sport. Did you see the flag? It's at half-mast. Someone died. Jemand ist gestorben. Oh, ja, stimmt, das ist das Anzeichen davon. Ja. Deswegen auf Halbmast. Ein Zeichen dafür oder so, dass einer gestorben ist. Oh. Oh ja. Ich gehe jetzt So this is it, huh? rein. Nice digs. Oder du gehst rein. But seriously, where is everyone? Berge fischen im Haus. Vielleicht Berge? This is starting to creep me out. Ach, ich muss gedrückt halten, nicht doof. Herding goats? Nicht nur einmal drücken, sondern gedrückt halten für eine Entscheidung. Rain's picking up. Das macht natürlich mehr Sinn. Doors. You first, old bean. Songbird Symphony ist ein echt schönes Game. Ja, ich glaube nicht, dass sie da ragen würde. Der Chat hätte was zu lachen. Es ist sehr schön musikalisch. Bisschen zum Ragen, aber ich hab's auch geschafft. Dann wirst du es auch schaffen. So, mehr oder weniger habe ich es geschafft. Und bei Dirki läuten die Glocken. Ja, ich wohne halt direkt neben einer Kirche. Deswegen läuten dann oft die Glocken bei mir. Das, ja. Und wir haben Sonntag. Dann heiraten Leute oder Taufe oder irgendwas. Mrs. Fretland? Menschen halt. This is Edward Charles Harden, the American. We've exchanged letters. Maybe they went on holiday and left the door open. Give it a shake and a rattle. I can't just barge into their home. It's not a crime if you're invited. Ich kann auch einfach betreten, den Raum. I'm coming in. This is Mr. Harden. Mr. Harden. Hello? Klopf, klopf. Is anyone home? This house is as empty as a bird's nest in December. Hey, you want to check out the upstairs? Nein. Certainly not. I'm going to sit down and wait for the Fretlands. Maybe there are extra comfortable chairs upstairs. Also für Entscheidungen muss man lange gedrückt halten auf die Taste. I didn't want Gut. to go upstairs anyway. It's creepy. There must be a sitting room on this floor. Heiraten? Wie Deibel. Udi muss los. Ach, mein Lieber. Irgendwann. Irgendwann.
Da wirst du eine andere Sicht der Dinge haben. Obwohl ich auch nicht mehr ans Heiraten mehr denke. Ich war schon verheiratet. Das reicht mir auch. Ja. Ja. Ich fühle dich. Aber es kann was Schönes sein, wenn man den oder die Richtige hat. Glaub ich, habe ich mal vernommen, dass Heiraten auch was Schönes sein kann. Oh, this is nice. Charmingly rustic. The Boston Beaumont would pay a pretty penny for this setup. I thought foreigners lived differently. This is almost like an American home. People are people wherever you go. Thanks, Proust. Merkwürdig stockende Musik. Look, family. Regnet es? They must be the, what did you call them? Familienbilder. Unsere Gastgeber, die Friedlands, unsere Gastgeber? Our hosts, No, silly, their names. Johann and Anna Fretland. This is honestly not what I'd pictured. They're very presentable. Not at all like turnip farmers. They're not turnip farmers. That must be Johann Fretland, master of the house. What makes you think he's the master of anything? It's 1923, Teddy old boy. Women can vote. 1923. R1 drücken, wenn Lizzie in der Nähe ist, um zu reden. Tochter Johann Fretland, Anna Fretland. Okay. Gucken wir erstmal. Es gab eine, bei der es für mich in Frage gekommen wäre. Aber das schläft ja, ja, ja. Ich weiß auch, mein Lieber. I'm guessing their daughter is the master of this house. She's cute as a button. I can't wait to meet her. She's guaranteed to be more fun than you. Anna? Johann went and found himself a delectable bride. Alice, please. What can I say? She's a minx. Anna Fretland is a respectable woman. Her letter was courteous and professional. Didn't you say she was a city girl? Must have been awfully hard to adjust to life in the sticks. I can relate. Hanover isn't the sticks. Says you. Johann? Old Johann's a bit wooden, isn't he? Like someone put a stick They're up his... posing for a up his photograph. rear end. I say, loosen up, Johann. I'm sure you two stiffs will get along famously. Die saßen bei den Fotos halt immer alle steif. Das ist halt so. Okay. Ja, ich glaube, Wasser hätte den Blumen auch gut getan. Da haben wir noch ein anderes Bild. Eine Hochzeit. Eine Hochzeit. Wait, is that... Are they... Who's... Johann und Anna. They're all twins. All of them. That's Johann and Anna Fretland. There are two of each, Edward. Two of each. Zwillinge? Frederick and Margaret. Twins marrying twins. My mind's reeling. This is just too adorable. May 26th, 1899. We'll be celebrating their silver anniversary next year. Ja, Gott. Madame. Lesen. Dear Mrs. Fretland, I trust this letter finds you and your husband in good health. I wrote to inform them about when I'd be arriving. So where are they? Do they even have calendars? Maybe they don't know what day it is. Despite appearances, we haven't gone back in time. They have calendars. SS Bergenfjord, Hannover, Betty. Nummer Betty. I asked about Elizabeth. And they hadn't seen her? Anna... Mrs. Fretland promised she'd write if she heard anything. There wouldn't be many female reporters from New York and Western Norway. Why would she come here in the first place? Betty always has her reasons. Ihre Gründe, ja. Ja. Einfach mal die Micha drücken, genau. Ich fühle mich. Ich wollte doch gerade wieder da...
Where do you Nochmal think they've lesen. gone? The Fretlands. The Fretlands, the Hannover. Jensens, the Jensen. Home feels very far away. Are we feeling melancholy again? I've never been this far from Hanover. It's about time we got you out of that dreary old house, Teddy Bear. Nein, nix wasted. Nein, das war nicht nett. Pfui. Kein guter Zeitpunkt. The thought of boarding that infernal ocean liner again. I quite enjoyed it. So much room for exploration and mischief. So many opportunities for seasickness and claustrophobia. Don't be a Debbie Downer. I'm sure your tummy will be better behaved on the return voyage. And you'll be craving enclosed spaces after a week in this wide open wilderness. Okay. Aus dem Fenster gucken. Wir können aber uns noch woanders da umsehen. Bücher. The books are all in English. Isn't that a bit odd? Mrs. Fretland is Scottish, though she grew up in Ålesund. Have you been secretly communicating with Johann's winsome wife, Edward dearest? Certainly not. She was the one who wrote me, because Mr. Fretland's English I was isn't as... only joking. Lighten up, old sport. Don't be such a pill. Aber ist halt wie gesagt immer bei den Spielen, die ich an einem Sonntag spiele, immer so eine kleine Triggerwarnung, wenn es bestimmte Themen anspricht, wie Selbstverletzungen, Verluste, Tod etc. dort, dann ja, muss jeder für sich entscheiden, wie viel er sich antut. Schauen. Hirsche. Did you hear something? No, there's the Stave Church. Do you think that's where they've all gone? Maybe there's a very popular funeral. The flag was at half-mast, but no sign Was? of life out there. Was ist mit der? Was ist mit der? Hä? Was macht die da? Was haben wir hier? Aufheben. What are you looking at there? A book. Strange place for a book. Unless it was a terrible book that deserved a good burning. What's the title? The cover's charred. Christmas 1922. To Ruth. From Simon. Why would someone burn this? Like I said, maybe it was a terrible book. Is Simon one of the Freddylanders? I don't think so. They only have the one daughter. Wir haben nur eine Tochter. Wir gucken erstmal hier in dem Nebenzimmer. Oh, da ist sehr viel. Auen. Fotografie. Oh, those boys look proud as peacocks. What does it say there? Groovy? Gruben. The mine. Maybe that's where everyone is. Digging for precious jewels in the Stygian abyss. From what I learned of this place during the brief stay in Ålesund, the iron mine shut down 20 years ago. Partner 1897. Partner? Frederick and Johann Fretland, founders of the Fretland Brothers Mining Company. They're the spitting image of each other. Twin brothers and business partners. And they married twin sisters. Adorable. Who's the boy? He looks related to the other two. 1897? The mine was only in operation until 1902. They must have lost a fortune. An iron mine wouldn't pay itself off in 5 years. Can we go spelunking? Perhaps we'll find trolls in the abyss, and we can steal their ill-gotten gold. There was a cave-in. It'll be unsafe. Oh, boo. Böhm. Lesen. Mai 1902, Juli 1902, September 1902. Mai? Johann Fretland exits Fretland Brothers Mining Company.
So the brothers parted ways? Johann sold his share to focus on farming. Warte mal kurz. So. Meine Güte. Los. Weiter. Huch. Da war ich kurz Zuhälter. So. That must have put a damper on their relationship. Juli 1902. Wieder Kirchenglocke. Tragic. Stellt euch einfach vor, das gehört zum Spiel. Brothers Mining Company. What happened? The mine collapsed, killing 3 workers, including Arne Fretland, Frederick and Johann's younger brother. That's awful. How old was he? 19. He might be the boy in the photograph. Operations were suspended after the accident. September 1902. Foreign investors out of Frederick Fretland's mining company. Dire financial consequences for Fretland, who must have had a difficult time after his brother Johann Fretland pulled out earlier this year. Johann was smart to exit when he did. The timing is curious, like he knew something was about to go awry. Gar nicht gemerkt, dass es eben am Regnen war. Kann man nichts machen. Also ich übersehe bestimmt etwas, aber trotzdem, dass ich alles mitnehmen kann, was geht. Also jetzt nicht so Ladendiebstahlmäßig. Schauen. Bin auch ein Vampir? Okay, doch, ich habe doch ein Spiegelbild. Das bin ich. Oof, that's a grim sight, old bean. Bin sehr hell. Der Effekt. Exhausted and soaked to the bone. Let's get you to bed. We'll wait for the Fretlands. It's only courteous. Bin erschöpft und nass. Muss mich hinlegen und ausziehen. Gleich hier. Öffnen. Oh. Betty. Have you gone screwy again, Teddy? That's not Betty. That's... Scarf. I'd know it anywhere. It doesn't look like anything to me. It She just bought it looks in like... Bloomingdale's the Christmas before last. When she came home that year, she showed it off, dancing around the sitting room until I got dizzy watching her. Aber ich erkenne den Schal wieder. I think you're misremembering. She couldn't make it home that year. Again. No, you're wrong. I'm sure she was there. Whatever. It's not like you pay any attention to me when Betty's around. I might just as well be a ghost. Inspizieren. Ja. Mhm. Eine Spule. Eine Stinger. Spule sagt mir jetzt nichts. Inspizieren. Look, it is her scarf. It even smells like her perfume. Shalimar. But what if that's not... She's here. I'm finally going to find her. That's great, Edward, really. I wouldn't want you to get your hopes up. I mean, where's everyone gone to? Was? Something's not right, I'm telling you. Oh, Teddy? Edward, what's wrong? Lightheaded, ihm that's ist schwindelig. You're having another spell. Ishinami. You know what happens when you exert yourself. Partyhütchen rausholen. Sit down. That's an order from your commander. Yes. Ja, Mami. Fine. Ich setz mich hin. I just need to catch my breath. Just for a moment. Bin ich schwer I krank want oder you to so? lie down. Lie down and close your eyes. Okay, dann schließe ich die It's been Augen. a strenuous day.
What with the rowing and the dragging of the suitcase up the hill. Well, what if the I'll keep an eye out. I promise. If they come home, I'll wake you. Now, lie down, close your eyes, Okay. breathe deeply. just... Oh, ich liege auf ihren Schoß. Oh. Das ist süß. Elizabeth? Is that you? Wo ist Betty? Lizzie? Lizzie? Lizzie, are you here? Drücken, um nach Lizzie zu rufen. Alice! Alice? Also Elizabeth, Lizzie, Alice. Okay. Lizzie! Ruf einfach mal alle Namen. Lizzie? Lizzie? Where are you? Mario? 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 Alice? Ich muss gerade an Luigi's Mansion denken. Lizzie? Alice? Hello? Hey, who's there? Da war doch jemand. Elizabeth? Wait! Jetzt mal gucken. Kann auch nicht sagen, ob das irgendwie Horror-Einlagen hat. Keine Ahnung. Ist wie gesagt für mich auch ganz neu. Lizzie, there's someone outside. It might be Betty. Are you here, Lizzie? Oh, hier sieht das halt aus, als ob da eine Person steht. Where are you? Are you in here, Lizzie? Mal kurz, ich tue mal ein bisschen Gamma runter. So, ein bisschen runter. Ja, das wirkt nämlich sonst irgendwie zu vernebelt. Ja. Lizzie, are you upstairs? Halt nur beim Hochladen über YouTube so ein bisschen dunkler immer als das Original dann. Ich gucke nach oben, die muss doch bestimmt da oben sein. Lizzie, are you upstairs? Ja, dann geh doch hoch. Jetzt allein, geh hoch. Anscheinend will ich nicht hoch. Dann geh da hin. Are you in here, Lizzie? Guck dich doch um. Vielleicht ist die einfach nur spazieren. Ach, jetzt kann ich so mehr oder weniger rennen mit R2 gedrückt halten. Eine Nachricht hat die auch nicht hinterlassen. Das ist nicht nett. Unscharf. Ja, dann gehe ich halt einfach raus, wenn ich rausgehen darf. Ich wüsste sonst nicht, wo ich sonst hingehen dürfte.
Who's out there? Ist bestimmt sehr, sehr klug, abends rauszugehen. Betty? Lizzie? Lizzie? Betty? Alice? Alice, where are you? Are you out there, Betty? Wer ist das? Untersuchen? Blut. I'm not alone. Nein. Einfach nur eine Spur. Was? Okay. Etwas neblig hier. Der Gamma-Wert dann vielleicht doch zu hoch? So, 1,0, wie der Standard war. Ah. Okay. Ja, das macht jetzt den, ja, macht jetzt voll den Unterschied. I can hear you. Genau, stell mal Sekt oder so jeden hin. Oder alkoholfreie Getränke, je nachdem. Can you hear me? Lizzie? Where are you? Lizzie? Elizabeth? Lizzie? Betty? Alice? Schön, wenn das so neblig Alice, ist. where are you? Liebe ich in Spielen. Oh, Who goes there? Wait! Klettern. Are you out there, Betty? Can you hear me? Where are you? Elizabeth! Ich hab's nicht richtig sehen können. Someone there? Aber da kommen Geräusche. Klettern. Was? Über was bin ich denn jetzt geklettert? Über... Klettern? Über diesen kleinen Baumstamm? Okay. Lizzie? Betty? Da ist irgendetwas. Hello? Eine Ziege! Die hat sich in eine Ziege verwandelt. Betty, is that you? Alice? Are you there, Betty? Au! Au! Shit. Mal aufheben. Bin ich jetzt runtergefallen? Bin ich gestolpert oder bin ich einfach nur tollpatschig? Elizabeth, are you there? Alice, where are you? Are you out there, Betty? Can you hear me? Where are you? Ist vielleicht nicht sonderlich klug, was ich mache. Elizabeth! Oh, dieser Nebel. Lizzie? Also ich hoffe, man kann dann irgendwas erkennen. The boat, Edward. Where's our boat? Lizzie! Lizzie, Boot, Betty, Lizzie. Where did you go? Why did you leave me? It stopped raining and you were sleeping, and our boat, it's gone. The boat... What? How? Hä? Maybe you didn't secure it properly. I pulled it up. I don't know. I thought I tied it securely, but... Ich glaube, wir haben das Boot nicht festgemacht. What are you talking about? I think... Betty... It was Betty. It was her.
It must have been her. I saw her face in the window, and she vanished into the dark towards the sea. You really didn't see anyone. I haven't seen a single soul. Are you sure it was her and Yes. not? I mean, Servus, Leia. I saw her face, and it looked like her. Am Handy mit der Sonne schwierig, was zu sehen. Why did she run away? Ja, gut. I don't. Kann ich mir vorstellen. It's getting dark. Back to the house. Then Ich hoffe, du tomorrow. hattest einen schönen entspannten Tag gehabt oder ein Wochenende. Right now, let's get you cleaned up. Look at you. You've got Warst du mud wieder all over fleißig yourself. unterwegs? And then you really need to sleep. You must be exhausted. Come on. Jetzt wird's ganz... Okay, gut. Ich sehe jetzt gar nichts mehr. Ladebildschirm. Es ist halt sehr, sehr viel Mystery dabei. Jetzt kein Horror, aber Mystery. Ach ja. Tag 2. Blauer Himmel in Norwegen. Erstmal aufstehen. Hm? Koffer. Oh, wo ist sie jetzt wieder? Soll ich nach ihr rufen? Lissy, Over here, Teddy. Ah, okay. Berühren. I will find you again. Och Mann. Mystery ist immer geil, ja. Ja, ja. Weil Horror, ich liebe Horror und das ist das Problem, wenn man halt Horror liebt und bei Horrorspielen, dass man da so Jumpscares oder ähnliches bekommt oder irgendwie, keine Ahnung, einen Kackehaufen in der Hose hinterlässt, das bekomme ich halt gar nicht hin. So, da bin ich halt zu abgehärtet. It's a beautiful day. Halt schade gegenüber den Zuschauer dann, weil er halt erwartet oder so, boah, jetzt macht er sich bestimmt jetzt in die Hosen. Und für mich so, ja, nee. Lissy! I'm outside. Okay. Ich mag halt eher wenn Horror, die psychologischen Horror, so wie damals die alten Silent Hill, die mehr mit der Psyche spielen und sehr kopflastig sind. So Metzel und keine Ahnung, irgendwas. Ist halt alles schon mal da gewesen. Ich will mich hier noch weiter umgucken. Bist du hier? Nee, aber hier waren wir noch nicht wirklich. Wir können das hier nicht lesen. Das ist aber teils verbrannt. Nee, kann man auch gar nichts entziffern. Wie soll man dann an diesen Tellern da oben rankommen? Ist ja. Frisch? Bestimmt. Oh, guck mal, meine Badewanne ist auch bereit. Das ist cool. Ein Kämmerchen. Oder so eine Besenkammer. Where are you? Outside, Teddy. Draußen. Wo bist du nochmal? Lissy, I'm right outside. Oh, die muss genervt von mir sein. where are you, Lissy? Outside, Teddy. Hä, wo bist du nochmal? Bevor ich da jetzt gehe,
Darf ich nach oben? Ja. Aber ich glaube, ich darf hier nicht wirklich was anschauen. Oh, Klavier spielen? Ich darf Klavier spielen. Bitte lass mich einfach spielen. Einfach klimpern. Der Draugenwalzer. Der Draugenwalzer. Der sagt mir jetzt halt gar nichts. Sechs Stunden, 415 Kilometer Autofahren. Bin jetzt ab der letzten Etappe und muss übermorgen noch 4,5 Stunden, 500 Kilometer fahren. Wo fährst du denn überall hin? Was hast denn du da alles für eine Wanderung vor? Gerne Horror, aber hab noch nie ein gutes gespielt. Bei Outlast renne ich vor Angst und bei Layers of Fear habe ich mich gelangweilt. Ja, ich tue mich da halt schwer. Horrorspiele spielen, die kommen halt anders darüber. Das ist halt, wenn das so psychologische Sachen sind, wo du dann halt wirklich in dieser Lage bist, dass du keine Ahnung, dich halt gefangen fühlst, aber nicht irgendwie, weiß ich nicht, abhauen vor einem komischen Mörder und dann einfach nur wegrennen. Ja, entweder will man sich halt wehren gegen diese Person, was halt nicht geht, und nur weglaufen in Spielen ist halt auf Dauer langweilig. Also nur wegrennen ist halt schwierig. Aber ich spiele halt zu selten Horror hier auf dem Kanal, dass man das irgendwie so bemerkt, weil ich habe halt eher Pixel-Horror gespielt und die sind halt mehr psychologischer Natur. Also die beanspruchen halt eher die Psyche und die gehen halt in Themen rein, die das dann halt beanspruchen, oder so Tower of Light, was dann so bestimmte Thematik haben, die so ein bisschen horrorlastig sind, aber auf einer anderen Art Horror. Eher psychologischer Natur. Wie halt bei Martha is Dead oder so Sachen halt. Also sowas mag ich vielleicht eher als irgendwie Abgeschlachte auf dem Bauernhof oder sowas. Ist cool, aber ja. Der Zuschauer hat wahrscheinlich nicht so wirklich viel Spaß bei mir, weil ich nicht kreische wie ein kleines Baby. Leider nicht. Ich komme vom Gardasee, da sind von mir knapp 1000 Kilometer. Okay. Okay. Und dann kommt es natürlich darauf an, welche Ansprüche du überhaupt an Spiele hast oder so. Was muss das beinhalten? Welche Art von Horror muss das beinhalten? Darf es Ekelfaktor haben oder darf es irgendwie dich beanspruchen von der Psyche? Müssen bestimmte Themen dort sein oder dürfen bestimmte Themen nicht thematisiert werden? Und da habe ich halt schon so vieles durch, die dann halt von Selbstverstümmelungen und hast du nicht gesehen beinhaltet haben. Oder so Spiele, die so nicht wirklich Kategorie Horror sind, würde ich auch nicht wirklich der Nessie vorschlagen, das im Stream zu spielen, ist Sallyface. Oh, da spielst du halt wirklich so einen kranken Psychopathen, der dann halt mit einem Therapeuten über seine psychischen Probleme redet. Und dann kommt halt eine Stelle, wo er dann halt komplett seine Familie ermordet und du musst halt on-stream deine Familie umbringen. Das ist halt etwas so ein bisschen, also nicht cartoonhaft dargestellt, so ein bisschen wie Front Bow oder wie das heißt, das Spiel. Also so ein bisschen optisch gesehen halt etwas etwas schlechter. Aber es ist von der Thematik her halt grausig. Ich muss das halt zensieren on-stream, weil da fängst du halt an oder so, hier deine kleine Schwester oder so umzubringen, die gerade erst 9 ist oder sowas. Das ist so, sorry.
Das ist, war schon ein bisschen I heftig. just about given up on you ever waking up. I was looking around the house. So we're okay with that now? Noted. Sleep well? I dreamed of Betty. She was in the garden, and she called for me. How about you, Lissy dearest? Oh, you know me, old fruit, wide awake at first light. The Fretlands didn't come home, did they? They did not. There's no sign of anyone. Aside from last night's Mistwalker. I've been thinking about that. Ei, Traum, Schatten, Traum. What? I'd just woken up. I was groggy and the mist was thick as pea soup. I don't know if I saw what I thought. Ich glaube, das hat bestimmt auch Auswirkungen auf bestimmte Entscheidungen. I didn't get a good look. I'm not even sure there was anyone there. Oh, there must be someone here. And I'm not talking about ghosts. Or goats. What was it you said yesterday? Maybe they're looking down on us from the mountaintops. I'll take a gander. The Fretlands will be home soon. And Betty's here. I know it. I feel it. If you say so, Teddy Bear. Have you had your noodle juice yet? I'm not rummaging through their cupboards. You'll be a pill without your tea and toast, old bean. We need to get you sorted. I'm not hungry. First point on the agenda. Find the natives. A mission! Hot dog! I'll scout ahead. I'll meet you down by those Ja. houses. Oh, okay, dann Erkunde. Ja, cool. Let's uncover your secrets, Grovik. Gruselig von der Stimmung und Story finde ich immer noch Little Nightmare gut. Ja, ja, hatte was, das stimmt. Sie soll mein Skillspiel spielen. Zwing sie doch nicht. Gravik. Nächste. Lesen. Lesen mit... die Taste sieht man nicht. Viereck, okay. 4. August 1923, sehr geehrte Mrs. Harden. Ich hoffe, dieser Brief erreicht Sie bei guter Gesundheit. Mein Ehemann Johann und ich haben Ihren am 9. Juli geschriebenen Brief erhalten. Wir möchten Sie hiermit im Oktober in unsere Heimat einladen. Machen Sie sich keine Gedanken, dass Sie uns zur Last fallen könnten. Wir haben nur ein Kind, unsere Tochter Ruth. Und mehr als genug Platz für einen Besucher. Wir waren sehr besorgt, vom Verschwinden Ihrer Schwester zu erfahren. Unglücklicherweise haben wir keine Neuigkeiten für Sie. Ich glaube auch nicht, dass sie schon in Gravik angekommen ist. Ich habe nachgefragt und werde Ihnen einen weiteren Brief schicken, wenn ich etwas erfahre. Ich bin mir sicher, dass es ihr gut geht und dass es auf ihrer Reise lediglich eine Verzögerung gab. Was ihre Reise angeht, so fürchte ich, dass es leider keine Fähre mehr von Ilsund nach Gravik gibt. Sie werden also selbst einen Transport über den Fjord arrangieren müssen. Bei ihrer Ankunft finden Sie unseren Hof auf dem Hügel. Es gibt eine Straße, von der Anlegestelle aus dem Laden vorbeiführt. Unser Hof ist leicht zu erkennen. Es ist das große Haus im Dorf. Bitte schreiben Sie uns noch einmal, bitte schreiben Sie noch einmal, wenn Sie Ihre Reise geplant haben oder von Ihrer Schwester hören. Mein Ehemann und ich freuen uns darauf, Sie im Oktober persönlich kennenzulernen. Hochachtungsvoll, Anna Friedland. Okay. Geht halt nicht weiter. Ja, das sind die Infos, die wir bisher haben. Muss gruselig bzw. schaurige Story sein und Jumpscares muss ab und zu mal sein. In der Ego-Perspektive oder darf es halt auch in der Optik sein wie bei Limbo? So 2D-Plattformer, 2,5D-Plattformer. Ist halt schwierig. Erstmal sind jetzt meine Spiele dran, da liegen schon lange bei ihr rum. Wenn sie auch die Zeit hat, meine Güte, ihr Lieben. Erstmal die ganzen 50 Vorschläge spielen. Los, Nessie. Let's go. Also ich glaube, es kommt halt immer drauf an, was man halt mag. Es gibt Leute, die lieben halt so Slasher-Spiele, so Dead Island, keine Ahnung, so Dying Light und so Dinge, wo man halt Zombies metzelt. Und dann gibt es welche, die mögen halt psychologischen Horror oder so Spiele wie Hellblade, die halt mehr auf die Psyche gehen. Also ich bin halt eher Fan von
wenn Horror, die dann halt eher in die Richtung psychologischen Horror gehen. So ein schöner, immersiver Horror. Story sollte vielleicht auch Sinn machen. Also zum einen, das ist halt eine andere Sache. Where are you, Lissy? I'm by the village houses. Okay, irgendwo da unten ist sie. Okay. Er will sie leiden sehen. Ich habe ja was Schönes, Entspanntes. Nessie geschenkt. Crash Bandicoot und Spyro. Ja, genau. Das ist schön entspannt. Genau diese Spiele. Habe ich mich damals auch sehr gefreut auf der PS1. Sind sehr, sehr entspannt. Da hast du recht. Ich habe gehört, so Super Meat Boy soll auch sehr entspannt sein. Da braucht man nur so ganz bisschen Skill. Oder Spiele mit Skill wie Alt F4. So, das geht auch. Das kriegt sie hin. Ich mag ja lieber 3D und kein Schwarz-Weiß. Okay. Okay. Das ist auch klar. Ist verständlich. Alles verständlich. Also es muss sich halt optisch mitreißen können. Hast du die Silent Hill-Reihe gespielt gehabt? Oder, keine Ahnung, die guten alten Resident Evil? Oder ist das so Zombie-Slasher-Sachen so gar nichts? Oder es gibt dann halt so Spiele, die sind auf Twitch nicht wirklich erlaubt, weil die zu viele explizite Sachen zeigen, die halt komisch sind. Ich glaube, Agozy und das Neue von denen mache. Irgendwas mit Succubus, irgendwas. Das ist, weil halt explizit auch in der Hölle so Genitalien gezeigt werden. So von, egal ob Männlein oder Weiblein. Und da werden halt, das wird halt explizit so dargestellt, gezeigt oder so. Und das ist halt so voll so ein Billo-Spiel von 3 Euro. Where are you? Right by the village houses. Aber ich glaube, das ist halt eh unterschiedlich bei den Leuten, was die da für Horror bevorzugen. Der eine mag es halt eher actionlastig, so Dying Light, Dead Island oder, keine Ahnung, so Resident Evil-like zeichnen. Und andere mögen halt so mehr auf die Psyche gedrückt. Was atmosphärisch halt schön ist, oder so mit einer Musikuntermalung und so. Ist halt total unterschiedlich bei den Leuten. Alter, 4 habe ich ihr gerade geschenkt. Das, siehst du, kann sie im Stream doch spielen, Mitchell. Das ist doch... Ich finde, da braucht man nicht so viel Skill. Das bekommt Nessie vielleicht hin. Oder das, was du erwähnt hattest im Stream, dieses mit diesen... Ach, mit diesen Poggers. Ach Gott, dieser nervige Chat oder so, der die ganze Zeit oder so die Figur verfolgt und du musst dann halt so Jump'n'Run-mäßig oder so da diesen Weg dort finden. Ist natürlich schlimmer, wenn du da jetzt, keine Ahnung, 20.000 Leute im Chat hast. Dann kommen halt zu viele auf einen zu. Wir können auch hier malen, das ist schön. Schön entspannt. Spyro ist auch entspannt, wenn man sich 100% macht und Crash ist ein Ultra-Skill-Spiel. Klar, nicht leicht, aber man muss kein Profi sein. Ja. Ja, zu den Zeiten damals auf PS1, da gab es halt schon Spiele, da musst du halt ein bisschen mehr Skill zeigen. Aber das kann halt auch nicht jeder, so muss man halt sagen. Drücken, um Tagebuch zu öffnen.
Oh, das habe ich ja sehr schön hinbekommen. Das ist... Ja. Hm. Ist optimal, ja. Hab Resident Evil Revolution abgebrochen. Es gibt zu wenig Munition. Hä? Du musst das doch mehrfach durchspielen, dann hast du doch unendlich Munition. Hä, kennst du nicht Resident Evil? Du musst das mehrfach durchspielen auf den höchsten Schwierigkeitsgraden und dann hast du doch irgendwann auch die Möglichkeit, unendlich Munition oder so zu verballern. Also bei manchen Resident Evil Spielen war das so. Also frag Goku. Bestimmt schnell abgebrochen, das ist Qual. Ja, nee. Coin und ich haben das letzte Crash Bandicoot gemeistert. Also die Remastered-Version davon, ja, ja. Ja, aber ihr... Ich will jetzt nicht sagen, also, ja, habt mehr Skill, aber wenn man halt so Spiele dauerhaft spielt, dann hat man ja irgendwann den Dreh so raus. So. Es gibt dann so Leute, dann gibst du denen halt irgendwie ein Gameboy-Spiel in die Hand. Da verzweifeln die, bei guten alten Gameboy-Spielen von damals. Oder Spiele auf dem Amiga. Dann sagen die so, hä? Wie sollen wir das dann schaffen? Where are you, Lissy? By the village houses, Teddy. Alice. Up here, Teddy. Hey. Aber vielleicht hatten wir früher als Kinder etwas bessere Reaktionszeit und mit den Jahren geht das halt ein Stück weit verloren. I'm in the tree. Du bist im Baum. Beautiful day. You could bottle and sell this air in Boston. It's frankly medicinal. Kälte fallen. Immer klettert sie auf Bäume und Felsen und Häuser Teddy? und macht sich jedes Mal Sorgen. Hello? Careful you don't fall. You suck the fun out of everything, old boy. We're far from any doctor. I don't want you to hurt yourself. That's not very likely, is it? I thought you were scouting ahead. What do you think I'm doing? Vantage point, like on a pirate ship. I can probably see our house in Hanover from here. Did you check those buildings? Knocking on doors isn't a scout's job, old bean. Es gibt ein Spiel, was ich auch on-stream gespielt habe, ist halt eigentlich auch ein emotionales Story-Game. Aber es hat halt einen bestimmten... Ja, du brauchst halt bestimmten Skill oder so dort, um halt vom Kopf überhaupt damit klarzukommen. Boah, wie hieß das? Irgendwas mit Inner Between oder irgendwas? Ist eine voll traurige Story. Ich kam dort einfach nicht weiter, weil das halt vom Kopf her ist grausig, weil du dich halt mit räumlichem Vorstellungsvermögen und alles und auf Zeit und vieles und ja, mit auf Decke laufen und dann kannst du halt den ganzen Bildschirm so drehen und musst dann... Das ist schwierig gewesen. Ja, genau. Vollprofi durchspielen. Bin froh, wenn ich bei Resident Evil auf normal überlebe. Bin gespannt, wie sehr Mitchell verzweifelt, wenn sie irgendwann Path Within spielen. Mal lucken. There must be someone around. Only one way to find out, old sport. Did you check all the houses? Dann checke ich mal die Häuser, wenn die das sagt. All die Häuser checken? So, ich kann jetzt rennen. Wenn die das sagt, dann checke ich mal die Häuser. Klopf, klopf. Hello? Anyone here? Why, hello, Mr. American. Please come in for a cup of tea and biscuits. You're not helping. Also, they drink coffee here, not tea. Savages. Barbaren. Öffnen. Ja, wenn... Genau. Geh einfach da rein. Ich könnte mich auch umsehen, aber...
Mache ich nicht. Dann gehen wir halt ins nächste Haus. Was ist mit dem? Klopf, klopf. Anyone home? Unless they're playing hide and go seek, I'd say that's a no. Öffnen. There's one more house. Third time's the charm. Okay, alle guten Dinge sind 3. Und das gegenüber? Meinst du das da? Ja, okay. Ich meine, weil... Hello? Was? Who's there? Da war doch jemand, oder... Was macht die da? Ja. Räder? Ich kann leider nicht norwegisch. Räder? Hello? Räder? Anyone home? Oder es war Englisch und ich kann nicht Englisch. Hallo? Oh, ich merke halt schon, ist halt blöd, dass man das nicht ausstellen kann. Ich hasse das halt. Gerade wenn es überall irgendwo dunkel ist in einem Spiel und dann diese Unschärfe. Ich hasse das in Spielen. Dass man das nicht ausstellen kann. So automatisch ausstellen kann. Diese Umgebungsunschärfe hier, wenn man schnell bewegt und dann gerade in so dunklen Räumen, das hat halt einen ganz merkwürdigen Effekt. Bin ich kein Fan von. September 21st, 1923. Wie desperate. Lissy, found something here. Escalated from words to stones. Blood has been spilled. The curse haunts us all. There is no hope left in Ist Verräter und ist dänisch? Gudsforlate. Wir sind doch in Norwegen. God. Right. In this God-forsaken place. The death of the Jiminy. Death of the children was the end of Grovik. Whatever remained of our souls departed with them. You should see this, Lissy. Die wird Letter just entführt. Trails off. Was never sent. Lissy? Lissy? Lissy, are you here? Yes? Alice, Hello. are you here, Lissy? No need to shout. Lissy, are you here? I'm right here. Lissy, are you here? What is it? Lissy, Yeah? Alice, I'm right here. are you here, Lissy? Yeah? Are you here, Lissy? What is it? Lissy? No need to shout. Dass sie immer noch nett zu mir ist, wenn ich sie nerve damit. Hm. Sind zu dunkel. Did you see this door closing? It was just the wind, Teddy Bear. You're as skittish as a pussycat. 3 strikes, you're out. Ja, Florida. I don't think anyone's Florida. been home for a while. Ja. Someone painted the word traitor on one Also of the doors. definitiv skandinavisch halt. And there was a letter. It sounded Ja. foreboding. Still think everyone's up in Verboten, the ja. mountains Verräter. herding goats? Gut. Gut, lass deine Gedanken nicht los, wie eine
Fliege, die um seinen Kopf herumschwirrt. Es gibt keinen Grund, aus dem es einfach verschwinden könnte. Erkunden. Er glaubt, dass er nur einen kleinen Teil des Dorfes gesehen hat. Es gibt noch weitere Orte, zu denen er gehen kann. Betty. Elizabeth ist der einzige Grund, aus dem er hier ist. Er darf sie nicht aus dem Blick verlieren. Betty. Where would Betty go if she was here right now? I'm sure she'd go for soda pop. Do you think they'll have cola at the general store? Doubtful. Boo. Betty likes exploring new places. She'd have done the same here. Okay, heißt auf Norwegisch And das she'd have left Gleiche. some Okay. trace of where she'd gone. I just need to put myself in her mind. See this place through her eyes. Well, it's a bright and beautiful day, and we have nothing better to do. Au. What on earth are you doing? Handstands, Teddy. My record is 2 minutes. I'm working on 3. Just go on ahead. I'll catch up. Das waren aber kurze 2 Minuten. Betty would have taken plenty of constitutionals here. She loves the outdoors. How so? She's a city girl. I'm sure she gets tired of Manhattan. And when she was little, she loved playing in the garden back in Hanover, especially around the pond. Are you all right? I just miss her. Bin bestimmt hier falsch, oder? Ich muss bestimmt weiter runter. Hallo. Where are you? This way. Wo bist du? Where are you, Lissy? Right here. Öffnen. Jetzt gehe ich wieder hoch. Oder? Nee, vorher konnte ich glaube ich hier nicht durch. Kam glaube ich von hier oben hier runter. Man kann ja rennen. Hört sie mich immer noch? Alice? Edward. Alice? Teddy. Where are you, Lissy? I'm over here. Keine Ahnung, wo sie ist. Oder kam ich von oben? Nein? Ich kam nicht von oben. Da ist eine Kirche. Die Sons of the Forest Kirche. Ach, wie schön. Das bitte nachbauen. Mit Friedhof. Aushang. July 24th. Memorial service. A commemoration of the accident at the mine this past summer. No services after that. Okay. Die Gravikkirche. Vor Minnes, alles so, Miste, Levet, Wett, Krubbelucken. Lücken. Der Mindeststund. Die sind doch bestimmt Namen der Entwickler. Manchmal ist das ja so eingebaut in Spielen. All these graves. Huch. What happened? It's a cemetery. But look at the soil. These are recent burials. Stimmt. You're right. Do you think this is where everyone's gone? Are they Unwahrscheinlich. all dead? Edward schaut sich um und zählt die frischen Gräber. Es sind viele, aber nicht genug. Vielleicht I don't like Vielleicht haben die Einwohner den Ort verlassen, nach und nach, bis Draugen leer war, bis auf die Toten. Can we leave? Please? How many graves are there? Not enough, I guess. How many people lived here? I'm not sure.
Also, someone must have buried them. There's that. Vielleicht wurden sie Something did abgeschlachtet. happen. Several people died in a short period of time. How? An accident? A mass murder? Spanish flu? I wouldn't want to speculate until I've learned more. I can speculate for the both of us. Well, Betty's not here. I'm gonna keep looking. What about the church? Ja, da gucke ich jetzt hin. Erinnert mich jetzt so ganz bisschen an Sagebrush. Nur da müsste jetzt der Ku-Klux-Klan hier entstehen. Und die müssten das Dorf abfackeln. Auch ein schönes Game, was vielleicht optisch aussah wie PS2. Oder sogar PS1. Auch von der Story sehr, sehr schön. Oh, kann ich nicht hier einfach malen? Oh, das sieht so schön aus. Ich glaube, hier unten wohnt der Coiny. Er zeigt ja immer so schöne Bilder hier mit Bergen. Ich glaube, der würde sich hier wohlfühlen. Hauptsache sehr viele Trampelpfade, Wanderwege und Berge. Ich glaube, ich würde mich hier auch wohlfühlen. Also jetzt nicht hier auf dem Friedhof hier, in der Nähe der Kirche. Why would they board up a church? Aber so To keep the ghosts from escaping? dörflich gesehen. Or the goats from getting in? Gut Erike her. Gut Erike her. What does that say? God is not here. Gott ist nicht hier. De gut Erike hier. Okay. Es so dunkel ist, obwohl es draußen halt voll hell ist. Jemand? Sieht halt so aus. Sieht vielleicht nur so aus. Aber anscheinend, aber die nicht rein. In die Kirche. Dann eben nicht. Well, so much for that. No wedding, no baptism, Nope. no funeral. There must be people somewhere. Where are you going? For constitutional. To breathe some of this salty sea air. Eines Tages steht sie mit dem Messer vor dir, I'll find you. so wie du sie nervst. Hä? Grafik ist nicht alles. Ja, na, um Gottes Willen, natürlich nicht. Also ich bin einer der wenigen, der dann halt Story vor Grafik und allem sieht. Oder Atmosphäre vor Grafik und so. War ich schon immer gewesen. Also wenn das halt eine sehr, sehr schöne Story erzählt oder so, dann darf das Spiel auch grottenhässlich sein, ist in meinen Augen dann halt trotzdem ein schönes Game. You'd have thought someone would have seen us by now. Even from up in the mountains. Maybe there was a spell or curse that made them all invisible. Honestly, Lissy. Or maybe we are the invisible ones. But then we would see them, wouldn't we? No, I think my original thesis is more likely.
The villagers turning invisible is the more likely thesis. Do try to keep an open mind, Edward, darling. Oh, okay. Hier komme ich nicht drüber. Ja, dann gehen wir zeichnen. Ah. Ah. Das erinnert mich an, oh, wie hieß das? Eastshade? Das hat mich auch zur Verzweiflung gebracht. Eastshade. Eigentlich ein schönes Game, wo du halt mit Malen Inspiration bekommst und dadurch kannst du Sachen freischalten. Aber besorge dies, mache das, male dies für mich und gehe zu dem und mach die Aufgabe das und das. War später halt nur noch quälend und dieser Tag-Nacht-Modus. Ah, schön. So, mal gucken. Aha. Ja. Schön mit dem Friedhof. Muss also auch ab und an gucken, dass dort Zeichnen und sowas steht. Sitzen. Okay. Aber ich kann auch hier bestimmt zeichnen. Hier unten. Das ist so optimal. Also ganz ehrlich, das sieht halt so schön aus. Aber anscheinend nicht. Schade. Das sieht doch aus wie so ein Van Gogh. Also von hier oben. Sieht doch aus wie gemalt. Ich gehe jetzt runter. Hm. Where are you? Up at the church. Alice! I'm up at the church. Hä, wo bist du? Lissy, I'm up at the church, Teddy. where are you? Up at the church. Hä? Ich hab's nicht mitbekommen. Wo? Lissy! I'm up at the church. Ah, okay. Ich finde sie halt einfach nicht. Naja. Sie hat sich irgendwo versteckt. Also ich kam doch bestimmt von hier oben. Jetzt kann ich ja rennen. Hätte vielleicht mit ihr reden sollen da oben an der Kirche? Ah, okay, hier ist Sitzen. Bin vielleicht zu schnell vorangelaufen. Hier gibt es nämlich auch einen Weg. Unendlich Ausdauer, das ist cool. Oh. Da unten kam ich ja. Ja, von hier kam ich ja. War ich hier?
Dann war ich da drüber. Unten weiß ich gar nicht, ob ich da war. Hä? Also kann sein, dass ich da was übersehen habe. What if everyone turned into a pebble and they can't speak, but they Was? see and feel everything that happens to them? There's Oh. something very wrong with your head. Wouldn't that just be awful? Why, I'd be a murderer. Wo ist sie denn jetzt? Alice, Hello. Was? Lissy? Yes? Was? Ach, hier bist du. Hä, wir hatten das geschafft. Hä? Wie? Alice? I'm right here. Lissy? Yes? Lissy? What is it? Lissy? What's this? Remnants of the mining operation. What, mine? Remember, I told you yesterday. There was a mine here, but it closed down 20 years ago. I know, Edward. I was just checking for a sense of humor. Still nowhere to be found. Okay, also hier habe ich das definitiv Rohre zugewuchert. Rohre? What did they use this for? Bringing the ore down from the mine before it was loaded onto boats. So, diamonds? Gold? Or just boring Verschiedene old Erze. silver? Iron ore. Or what? Rock, which contains iron I know. deposits that... Eisenerz, ja. I don't understand why they just leave this here. Like an altar to adversity. It's creepy. Rustic superstition. Perhaps they believed they'd attract bad luck if they moved it. Oh, okay. Lesen. Til minne om. It's a memorial. George Three men died Hattelstein. when the mine Nils collapsed Frambo, in Arne 1902. Fredland. Georg Hattelstein, Niels Frambo, Arne Fretland. See, this is why working a regular job. Did you say Fretland? The younger brother who was mentioned in the article. Unfall. Er weiß, dass so ein Unfall in einer so kleinen Gemeinde jedem Leid zufügt. Arne. Die jüngere Fredland war ein Opfer des Ehrgeizes seiner Familie, glaubt Edward. He was just 19. How long had he been working in the mine? That's too young for a dirty job like digging into rock. We're in the real world, Lissy. Most teeners don't have the luxury to idle away their days with games and witty repartee. Ouch. Ouch. Unfall? The newspaper said the accident forced the mine to shut down. What does any of this have to do with us? I still don't know why Elizabeth came here, And you think it has something to do with this mine? or with what it did to the village. Maybe. Habe ich das hier wirklich übersehen? Das war wirklich blöd. Okay, ja. Speichert automatisch. Hier ist ein Boot, aber das ist nicht unser Boot. Und das ist bestimmt, ja, beschädigt. Ja. Könnte man theoretisch reparieren, dann wäre das nicht so problematisch. Aber hier ist ja auch keine Menschenseele. Ist ja gar nichts. Ihnen. Where do these tracks lead? To the mine. Where else would they go? I don't know. A castle up in the mountains where the frost giants live? And this is how they receive their monthly offering of meat from the villagers. Goat, I hope. Dann gehen wir mal hier weiter.
No trespassing for traitors. Cool. Want to jump the gate and explore what's on the other side? Ingen Adgang vor Vorrätre. Gefahr. Edward schaut sich das klapprige Tor und den zugewucherten Pfad an. Das sieht nicht einladend aus. Unerlaubtes Betreten. Edward ist nicht gerade begeistert von der Idee, über den Zaun zu klettern und sich den Pfad hinein so dingen. Mann, ich wollte antworten. They lead to the old mine, and no. Manche Sachen, manche Entscheidungen sind auf Zeit. Besides, they wrote no trespassing for a reason. You're such a terrible bore, Teddy Bear. I'll wager 1,000 clams you'll jump this gate at some point, if you believe Betty's on the other side. Frederick Fretland. Who are these traitors he refers to? Also, man könnte auch hier theoretisch rüber, wenn ich das gesagt hätte. Ist ja kein Hindernis, also. The weather is favorable today. I did a little dance last night, appeasing the weather gods. Thor, in particular, was mightily impressed. Was he? Promised to back off with the thunder and lightning for a spell. And don't you know, he proposed to me. Of But I told course. him I'm not into gods. I prefer jazz musicians. Fertig. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob es da einen wirklichen linearen Weg gibt oder ob man kreuz und quer gehen kann. Irgendwas wird schon triggern. Aber die ist definitiv immer schneller als wir. Wir rennen vor und sie ist als erstes dort. Also ich glaube, ich habe hier sehr, sehr viel verpasst. Übersehen. Dann gehen wir einfach mal wieder. Da ist das Haus. Dann gehen wir einfach hier weiter. Oh, ich glaube, hier können wir gar nicht so wirklich weiter. Ja. Auch nicht wirklich hinterm Haus. Da sind halt die Ziegen und alles. Ah, Eichhörnchen. Oh. Das habe ich auch übersehen. Cool. Tagebuch. So, alle Zeichnungen bekomme ich definitiv nicht zusammen. Hier gab es auch keinen Weg. Warum nicht? Warum kann man da nicht durch? Oder hier. In der Scheune werden bestimmt die Zombies gehalten. Aber es ist schön herbstlich. Das mag ich auch in Spielen. Beziehungsweise eigentlich nicht wirklich herbstlich ist. Ja, doch.
Sieht halt sehr nach Herbst aus. Ich mag das. So vom Aussehen her. Gerade wenn man im Herbst im Wald oder so wandert. So viele schöne goldene Blätter. Oder müssen wir jetzt ganz runter? Weil hier waren wir ja schon. Klopfen. Oder reingehen, aber man kann nicht reingehen. Der guckt halt nur und das war's. Where are you, Lissy? I'm down in the village. Bin unten im Dorf. Finde ich schön. Where are you, Lissy? I'm down in the village, Teddy. Okay. Lissy? Down in the village. How about we don't go back to Hanover and stay here instead? And how would I survive? Hunt? Harvest? Forage? People have don't survived here for want to. centuries. Why can't we? I wouldn't even know where to begin. I could learn. I'd start with goats. Goats can be eaten and milked. Probably not in that order. Frederick Fretland and son. Johann's brother and nephew. The Fretlands have their fingers in all the pies, including the only store in town. Also the post office and telegraph. There may be something that'll lead us to Betty in there. Or at least to some canned sardines. We need to get you Die fed. Landhandlerie. Gut. Fretland and Son. How do you figure? It's on the sign above the entrance. And on this photograph. Frederick and Simon Fretland. Frederick Fretland. The older gentleman is clearly Mr. Fretland's twin brother. Twins are confusing. If this was a dime novel, they'd be switching places at some point to confuse the coppers. Damn you, twins! Simon? Simon Fretland. Frederick's son. And Johann's nephew. See him Boah, get wie man manchmal die Knöpfe gar nicht erkennt mit Dreieck und Viereck. Simon. Weil die so bleich sind. That So. was the name in the burnt book. So Simon is Ruth's older cousin. Da ich Kaffee getrunken habe, dann treibt es das. Brustgard Tobak. Odins Milch. Aus eigener Quelle abgezapft. Das ist schön und ekelhaft in einem. Applesauce. Why lock any doors? I can't imagine they have a problem with punks and hoodlums. The sign says they're closed, but I thought maybe... Hello? Are you open? Is anyone there? Can't you just bust down the door? Locks be damned. Breaking and entering, I will not. I'll just dislocate my shoulder. Warte, okay, bevor ich das hier mache, haben wir hier einen Aushang. They had a memorial service for the accident in the mine. On July 24th, in the village church. For something that happened 20 years ago? It still affected their lives. Ihre Telegraph. The telegraph is out of order. Well, there goes my plan. NOSOS. This was 2 years ago, but the notice is still up. How can it take 2 years to get something like that fixed? If they couldn't afford it? Or couldn't get anyone to come fix it? Well, this place really is off the map. Here be dragons. Or Draugans, I guess. Ehre. The ferry route is no longer operating. Rats!
Mrs. Fretland already informed me in her letter. I know. Still warrants a resounding rats. I wonder why it stopped running. Look around. How many people live here? 20? 30? That can't be enough for a ferry route. Things got quieter after the mine closed down. They need to move on and find something else to put their village on the map. Tobacco farming, maybe. So. Er bemitleidet das von der Außenwelt abgeschnittene Dorf. Gleichzeitig erkennt er Parallelen zu seiner eigenen Isolation von der Menschheit. Und Reise? Seine Arme schmerzen noch immer von der Überquerung des Fjords. Die Strapazen wird er so schnell nicht vergessen. Dorf. They must have been so isolated, with no easy way in or out. Aren't there boats? You saw how much work it was to cross the fjord. And if the weather is bad, It can't be healthy. Being so isolated. Cooped up inside. Reading the collected works. yeah, all right, I get it. This village is basically you, Teddy. I said all right. Also 24-Stunden-Stream wird das heute definitiv nicht, weil man verspürt halt schon Müdigkeit. The ferry Ist auch would have made kacke. the trip here much easier. And you wouldn't have had to pay that Nur wegen farmer dem a Wetter. fortune to rent his boat. I had no choice. We should keep his boat. If it comes back. Bring it with us to Hanover. Do what with it exactly? I don't know. Grow parsley in it? Use it in the pond? Forget it. Stupid idea. Kann ich die Scheibe einschlagen? Schauen. Is that? Lissy, come here. It's Betty's hat. She was here. She Ah, could still be natürlich. in there. Betty? Betty! Are you sure, Edward? I mean, it's just a hat. Is it even a hat? I'm not I know sure. my sister's hat, Lissy. I have to get inside. What about the breaking and entering part? I could care less what they call it. Einbrechen? Du willst wirklich einbrechen? Hat ja super funktioniert. Öffnen. Lässt sich nicht öffnen. Ah, Here's an open window. You seem eager to break the law. I approve. ziehen. It won't budge. Nah, don't be a milquetoast. Well, it's stuck. Attaboy, Teddy. You can do this. Stärker ziehen. I can't believe I'm actually breaking. Whoops, Daisy. Oh my, Teddy. You're such a sap. Aber. Eintreten. World traveler, cat burglar. A cat burglar would, by definition, enter a building on a higher floor. The state of this place. Oh, Betty. Edward, I hope you weren't here when. is this blood? Not necessarily human blood. Well, that's all right then. What does it say? Barn murder? Someone murdered a barn? Barnmörder. Räte. Und da ist eine Namensliste. Beth? Johann, da ist unterstrichen. Und ist noch ein anderer.
669. Okay, rausgerissen. Jukebox. Barney-Mörder. Barn means child, and mortar. Kindermörder. Edward, they murdered a child? Someone thought so. Probably the same someone who vandalized the store. Okay. I'm not sure how I feel about Nicht gerade schön, so ein Thema. Don't be ridiculous. We're all alone. What else do you suggest we do? Ist das wirklich so eingetrocknetes Blut? Barn means child, and mortar, that's... Child murder. Edward, they murdered a child? Someone thought so. Probably the same someone who vandalized the store. Guck ich mal hier weiter. Damnation. Natürlich nicht. Hat's in here. Calm down, old boy. Anyway, how's a hat going to help us? Who knows what else is in here? There could be more clues. All right, okay. Everything's Jake. We made it into the store. I'm sure we'll find a way through that door. Das ist atmosphärisch sehr, sehr schön. Till Simon und Frau Ruth. Ja. Eine Fragen stellen oder irgendwas? Gut. Telegraph. Out of order. Why hasn't it been fixed? Perhaps there wasn't much demand for it anymore. Ute trifft. S-O-S. Oh boy. If only this thing worked. We could order a boat to come get us. Or, even better, order some hot grub. Huch. Nicht verschickte Post. Er bemerkt, dass da mindestens 10 Briefumschläge liegen. Alle sind frankiert, aber an diesem Ort gefangen. These were never sent. How long have they been piling up? I received Mrs. Fretland's letter in June, and they received my letter from July. A couple of months. Perhaps the world forgot about Grovik. Erinnert so ein bisschen jetzt auch an Everybody's Gone to the Rapture. Da war zwar eine ganz andere Thematik, aber auch in einer Stadt, wo überhaupt keine Menschen waren, und nach hat man erfahren, warum halt weniger dort lebten und was dort vorgefallen ist, oder ja. What are you doing? Looking for keys. Your life of crime continues. Und hatte eine sehr, sehr schöne Musik. Auch einer meiner liebsten Emotional Sunday Spiele gewesen. Everybody's Gone to the Rapture. Düsselhake. The keys are all gone. Some thieving thieves beat you to it. Rascals.
There's a Einziger note. Nachteil Is halt, it als written man in es Viking runes? What does it say? auf YouTube hochgeladen hat oder so, alles geclaimed von der Musik her. Das sind so schöne Musikstücke, aber alles geclaimed. Was ja nicht so schlimm ist oder so dort, weil wird ja nichts bei mir monetarisiert. Aber theoretisch dieses Monetarisierungssystem oder dieses System, was halt YouTube eingeführt hat, das müsste eigentlich auf Twitch auch sein. Dass man schon vorher Sachen rausschneiden kann, stumm machen kann oder halt ändern in etwas, in einen anderen Song. It's the same photograph as Dass the du halt photo. auch genau sehen kannst, ab welcher At least Minute I welcher assume he's the Song. one who's been snip. Frederick clearly did not want anything to do with his twin brother. Ist halt leider so ärgerlich hier auf dem Kanal. Wegen einem Spiel habe ich hier schon 2 Strikes kassiert. Alles so ärgerlich. Gerade von Square Enix. Nicht irgendwie so auf Gelb, sondern direkt so auf Rot. Das ist hier nicht rein. Ich dachte, ich wollte jetzt hier die Mütze. The key must be here. Der Now Schlüssel you're muss better irgendwo at hier finding sein. things than me, Teddy Bear. Out of order. Why hasn't it been fixed? Perhaps there wasn't much demand for it anymore. Schlüssel muss hier irgendwo sein. In der Uhr. Lesen. It's from Simon. Jek puttet oder Kassa? Jek puttet? Yai put it means I put. Knuckle is key. Kassa? Casa. I don't know what that word means. He put the key in the casa? Casa. I wish Der I had my Kasse. dictionary. The note's addressed to his father. So the key was moved. But where to? Somewhere safer. Or more convenient. Can we really trust your translations? You only started studying a month ago. I spent the summer reading, and I had a lot of free time on the ocean voyage. Come on, how much could you possibly pick up in a few months? You know my mind, it's a sponge. Der Kasse? Jek puttet, Schnuckeln, i Kasse, som du bam. Ich hab den Schlüssel dort reingetan. Stimmt irgendwo an der Kasse. Ah, Kasse. Casa. So that's what it means. Cash register. Okay, aber wie macht man's auf? Also, You're a genuine gangster now, old fruit. Don't worry. If you get busted, I'll come visit you in the big house. Geld. Nehmen wir mal auch das Vandals Geld weren't mit. here for the money. I think money was the last thing on their minds. Ein Schlüssel. Wasn't there supposed to be a key? Here it is. Aufheben. Ob das wirklich der Hut ist? Von der?
Gucken wir mal. Der Mörder. Hallo? Einer draußen am Fenster. Aufheben. It is her hat. Teddy, I'm not sure Betty was that's... here Ist ihr Hut, okay. but not long ago. Okay, but if that is her hat, what's it doing in a locked storeroom? Another breadcrumb. That's not an answer. I know for sure she was here. That's what matters. You know best, Edward. So, what now? If this is a breadcrumb, where's the next one? There must be a reason her hat's in this room. Lesen. What's that? A handwritten note. I'm not blind. What does it say, you silly goose? It's hard to read. I'm not sure my translation will be... Johann, you... Nectar. Refuse. You refuse to speak to me, so I write this letter instead. It's from Frederick Fretland to his brother. Simon did not... Bloody hell. Simon did not murder your Ruth. He was fond of his cousin. Ruth. Ruth is the daughter of Anna and Johann, which means the little girl in the photograph at the farmhouse. Oh, Edward. The Fretland girl was murdered. This is simply awful. Simon was working at the farm while I tended to the store. I would have seen him had he passed on the way up to the cliffs. They thought Simon killed Ruth. His own cousin. Ruth was... what's that word? Playing. Ruth was always playing on the rocks below the church. She must have fallen by accident. The note ends there. Frederick never finished it. And Johann never read it. Not that it would have made a difference. If Johann thought... The mob showed up for Simon. His father would have tried to protect him. September 17th. You would have been here, Betty. Rocks below the church. Isn't the church right above us? Edward, come look at this. That's the cliff. Right there. The one in the note? I bet you 1,000,000 clams. Where? See for yourself. Owen. I guess that could be where... Let's check it out. No, Lissy, wait. Ach, Lissy. Ich glaube, die bringt mich noch in Gefahr. Ah. Hat die jetzt die Tür hinter sich zugemacht, entriegelt, damit ich nicht rauskomme? Alter, wie schnell ist die? Ja. I found it, Teddy. The cliff. I'm standing right below it. What are you doing? This doesn't concern us. The little girl died. We're staying in her home, for God's sake. Are you completely without heart? Get yourself up here, Edward Harden, right this minute. Ja, ich komm doch hoch. Meine Güte. Whoops-a-daisy. Whoops-a-daisy? Bin ich schon. What is this? Where little Ruth died. You're being morbid. And this is a distraction. I'm here for Betty, not because some girl got Edward. herself...
You insensitive brute. You're like the Tin Woodman, no heart. You've grown cold and mean in that horrid study of yours, with only books and bugs to keep you company for years and years and years. There are other people in this world, you know. It's not all about you. You're going to do this. If not for Ruth, then for us. We're going to figure out what happened to the poor girl. Together. Okay. Blumen. Er bemerkt, dass die Blumen alle verwelkt sind. That's been here a while. Didn't you say it happened over a month ago? You'd think her family would have replaced it with fresh flowers. Felsen. Is that blood? The girl could have hit her head on that rock. There would have been plenty of blood. That's awful. Da ist I eine think Vase there's oder something sowas. behind it. Can you move the rock aside? Oder eine Tasche, ein Rucksack. Puppe. Aufheben. Ja, ein Must Teil. be Ruth's. Where's the head? Maybe the killer also decapitates dolls. Hold on. This pin. This is old. Very old. Looks like something from the Viking era. We are in the land of Vikings. This could be 1,000 years old. It does not belong in a child's doll. Who cares? Ruth is dead and you're obsessing about a rusty old pin? Let's go further up. Maybe we'll find more clues. Come on, old sport. It's not far. Can you wait just 1 minute so that I can catch my breath? Huh. Did you follow the same path, Betty? Or am I just stumbling through darkness? Ein Unfall war oder ob das Mord war? Atme sehr schwer. Warum? Mach nicht, tu nicht. You can see clear beyond the edge of the world. One Oh, second. Teddy Bear. We need to take you out walking more often. So, the girl fell from up here. Was pushed, you mean? Can you see where she fell? Seeing as you're so concerned about me falling out of trees, I wouldn't want to risk falling off a cliff. Nach vorne lehnen. Mhm. Akzeptanz. Beim Heruntersehen wird ihm schwindelig. Sein Herz ist nicht erpicht auf Höhen. Felsnase. Der Stein wäre wahrscheinlich das Ende jedenfalls, denkt er. Certainly high enough to kill a child. If I had to go, this would be the way to do it. Soaring through the air like a bird. And landing like a rock. If she fell headfirst on that rock, she'd have died instantly. Edward, honestly. You wanted to learn more. This is you learning more. She hit her head and fell into the bush where I found her doll. Happy now, Alice? I'm not. Ich denke nicht, dass sie runterfiel. Playing? She was a child. Children play in dangerous places. There must be more to it. Let's find out where this path leads. No, absolutely not. I don't have time for this nonsense. Aber vielleicht hat sie recht. Da steckt vielleicht noch mehr dahinter. You're still out there. Vielleicht ist das Kind gar nicht beim Spielen gestürzt. Lissy, slow down. I can't keep up with you.
Who knows what's up there? It's not worth the risk of falling and breaking something. Lissy? Are you there? Lissy? Lissy? Yeah? Lissy? Hello. Lissy? Are you here? Yes? Alice? What is it? Are you here, Lissy? I'm right here. Are you here, Lissy? No need to shout. Can you see where she fell? Teddy, My word. Look away, Lissy. is this what happened to the villagers? They killed Ist der themselves? It's one erhängt body. worden? Let's not jump to conclusions. What about Oh, those fuck. fresh graves at the church? There were at least half a dozen of them. Did everyone just die? They're not necessarily connected. Oh, come on. Ugh, this is just ghastly. What made him do this? How long has he been? From the state of the body, perhaps a couple of weeks. It depends on temperature and humidity, of course. Doch erhängt. Hinrichtung. Nachricht. Was he executed? He could have kicked the chair away himself. Nachricht. What does that say? God forgive me. Don't suicides go to hell? Isn't that what your father said when Stop. your mother Don't. drowned herself? Sorry. Der Gehängte. Ruth. Ruth? Do you think this has something to do with Ruth? Maybe she came across the hanged man before she died, and it scared her. So she ran, No. and This happened later. there's some consolation in that, I guess. Maybe it's the killer. The guilt ate him up, and he offed himself. That's just speculation with no basis in fact. Der Gehängte. Who was he? One of the Fretlanders? It's not Johann or Frederick, and he's too old to be Simon. There's nothing more to do here. I'm going back. Let the poor soul rest in peace. Does it look like he's resting in peace? You're just going to leave him hanging? You're an insensitive brute. I'm here for Betty. It's tragic, but really none of my concern. Betty, always just Betty. You don't care about anyone else. Oh. Irgendwo hat die ja recht. Anyway, what if that was me up there? Look at me when I'm talking to you. Ich würde ihn ja... I'm trying to talk to you, Edward. Please Ja. pay attention. Look at me when I'm talking to you. What if that was me up there? Would you care then? All you do is obsess over a scarf and a hat and ugh. It's all I have of Betty. Betty, there she is again. Edward, the hanged man, he's someone. No matter what he did or didn't do, he deserves respect. Would you please just do this one decent deed? If not for me, then for yourself. Or for your Betty. Okay, ich hänge den runter. Leiche. What are you doing? You can't just pull him down by his legs. Try Ja. loosening the noose. I can't reach that far. Kann ihn nicht an den Beinen ziehen? Das geht schon, aber das ist dann halt sehr makaber. Klettern.
losbinden. I'm going to be sick. I can't do this. Yes, you can. Teddy. Edward. I know you can. You've been through much worse. Weiß nicht, ob ich das auch könnte so. Das bei uns mal vor Jahren. Das war gegenüber von Marco seiner Wohnung. Da hat man, ich glaube, erst einen Monat später bemerkt oder so, dass dort gegenüber der Wohnung oder so sich einer erhangen hat. Ist halt blöd, wenn die Polizei da ist oder so in Kurzzeit oder so halt die Jalousien dann hochmacht oder so und dann kommt man ganz kurz das halt sehen und nicht so, uch. Das willst du halt nicht sehen. Kam halt ein merkwürdiger Geruch irgendwie dort in der Wohnung und ja. Und nicht so viele Leute haben ihn halt vermisst. Irgendwie, ja, alleinlebend war der und der war wahrscheinlich mehrere Wochen, 2 Wochen oder so dort am Hängen. Where are the Fretlands, Edward? It's been 2 days. If they're not back tonight, They're not coming back. perhaps they left after their daughter died. Was murdered, you mean? Isn't that what we think happened? Mord. Er glaubt, dass die einfachste Lösung auf die richtige ist. Die Dorfbewohner glauben, dass er Penny for your seinen Bruder thoughts? getötet hat. Also das ein Unfall. Angesichts seiner Tragödie suchen die Leute oft nach einem Schuldigen. Vermutlich Edward. Perhaps she fell by accident. So you don't think it was murder? It's difficult to say with any certainty. Ich kann es halt selber nicht sagen. Could have pushed her. You're really not helping. Can we talk about this tomorrow? I'm sorry. You're exhausted. I buried a corpse today, Alice. I know. I'm sorry. Why don't you sleep in the guest bedroom? The couch is fine. The Fretlands could still come home. All right. Just don't come crying to me if you wake up with a crick in your neck. I'll be up for a while, if you feel like talking. Okay, kann ich mit dir reden? Ein schönes Gefühl. Also vielleicht wurde er im Dorf als Kindermörder betitelt. Beziehungsweise hat man den Stempel aufgesetzt oder so dort. Irgendwas ist da vorgefallen. Oh. Jetzt kann ich es lesen? What did you find? Someone tried to burn this. Just like the book. Isn't Und that vorher odd? nicht lesen. It's Okay. addressed to Mrs. Fretland. My dearest Anna. It's from her sister, Margaret. Frederick's wife. The two brothers married sisters, remember? Yes, and it's adorable. Keep reading. I really shouldn't. Really? How else are we going to figure out what happened? Keep reading. My dearest Anna, I miss you so very, very much. The baby is due soon, and I wish for our family to reunite before... It's been 7 years since the dreadful incident at the mine. Can we not convince Frederick and Johann to forgive and forget? I know there are things Frederick has not told me about what they found and why they parted ways. Their grudge is tearing us all apart. Frederick won't even let me speak to half of our neighbors, accusing them of treason. He's so very angry and full of regrets. It's eating him up. And we... And we what? The rest is unreadable. Margaret reached out to her sister, but I guess it didn't work.
This was written before Simon was born, but burned recently. Hm. Ja. Die saß doch eben. Das habe ich ja schon gelesen gehabt, oder? Ja. Das habe ich auch schon. I almost forgot putting this aside when I lit the fire. Wasn't there an inscription inside? Simon. Simon gave that book to Ruth. But who burned it? Johann or Anna, if they believed Simon killed her. But they were friendly, right? Simon and Ruth. Before... I imagine so. And we know the sisters were close. I still don't understand why the brothers had a falling out. Whatever drove a wedge between them, it was big. Irgendwas Seltsames hier vor. Wie? It's the same photograph we saw in the store. Except this one's whole. So the brother who owns the store Frederick. was angry with Johann before Ruth. Because of the mine. It all comes back to the mine. Fredland? Johann and Frederick Fretland. Thick as thieves, before things took a turn. don't you always say that much of our pain is self-chosen? I wonder about that. Mine. The mine must have been a big deal for Greywoke. Grovik. An opportunity to do more than live hand to mouth. What a blow it must have been to lose it all. Eigentlich habe ich ja schon hier gelesen. Zeitungsausschnitt. These headlines make more sense now. Johann sells his share, and the cave-in occurs shortly thereafter, killing 3 people. Including the younger brother. The investor pulls out, leaving Frederick with the bills. Oh, I feel awful for everyone. Losing a brother, losing the business. There were no happy endings here. Sieht bestimmt immer noch fertig aus. You look exhausted. Go to bed, Edward. I'll tuck you in. Ich decke dich zu. Oh. Harry Potter sieht halt komisch aus. Und was macht sie dann? Gut platzieren. What are you doing? Betty will want these back. I don't think it's healthy. Not now, please. I'm exhausted. Mann.
Erstmal Schlafi. Bin sehr erschöpft. Gute Nacht. Quite the day, huh? I'm ready to pass out. Where will you sleep? I'll be up for a while. My mind's simply racing. Don't stay up late. Wake me if you hear the Fretlands arriving. Of course. And I'll keep my eyes open for any ghosts that might want to haunt you in your sleep. There are no. Hush now. Sleep. Wahrscheinlich jetzt ein Albtraum oder so. Allein zu Hause. Wir haben irgendwie vergessen, so Snacks oder sowas hier hinzustellen. Ich habe noch Rest Fleischbällchen im Kühlschrank. Tag 3. Und aufs Klo muss ich auch gleich. Sie jetzt? Rühren. Das ist sehr wichtig. Rühren. Lissy! Right up the stairs, Teddy. Treppe hoch. Alice! Upstairs. Wo bist du? Where are you? I'm upstairs. Teddy? Oh. Is that you? Where are you, Lissy? Right up the stairs, Teddy. Alice! In here. Bin dumm. Wo bist du? Alice? I'm in here. Die ist bestimmt da. Okay. Oder hier. Oh, das ist zu. Where Alice. are you? In the bedroom. Im Schlafzimmer. Das ist das Schlafzimmer. Das ist nicht das Schlafzimmer. Lissy? In the bedroom. Ich hätte auch hier im Bett schlafen können. Ah, ja. Where are you? In here. Wo genau? Lissy! I'm in here. Ich bin hier drin. Lissy? In the bedroom. Lissy? I'm in here. Where are you, Lissy? In here. Hm? Umblättern. Umblättern. Ach so, ich muss ja auch. Oh, warte. Blättern? Lesen mit Viereck. Oh, kann ich die Seite davor nochmal umblättern?
Ich würde gerne die Seite davor umblättern. Nein. Geht nicht. Okay. Mist. Während sie draußen war, habe ich mir ihre Zeichnungen angesehen. Sie hat so eine lebhafte Vorstellungskraft. 5. September 1923. Wir haben einen weiteren Brief von Mr. Harden erhalten. Und wie geplant im Oktober. Ich freue mich darauf, mich mit jemand anderen unterhalten zu können, wenn auch nur ein paar Tage lang. Nicht, dass ich Johans Gesellschaft nicht mögen würde, aber abseits unserer täglichen Routine haben wir nicht viel zu besprechen. Für Mr. Hardens Schwester gibt es bislang keine Spur. Wenn sie Elsund vor Wochen verlassen hat, wirkt sie dann bloß. Sie hat auf dem Weg vielleicht einen Zwischenstopp eingelegt. Wir haben nichts gehört, aber wir sprechen auch nur selten mit den Menschen außerhalb von Kravik. Ich hoffe sehr, dass es ihr gut geht. Ich würde es verdrießlich finden, wenn Mr. Harden den ganzen Weg hierhin umsonst machen würde. Bruce ist noch immer verschlossen. Ich weiß, dass sie etwas versteckt. Demnächst werde ich ihr folgen. 9. September 23. Auch heute gab es keine Messe. Der Vika ist seit der Gedenkfeier im Juli nicht zurückgekommen. Johann glaubt, dass er auch nicht wiederkommt, dass er Gravik aufgegeben hat, wie alle anderen auch. Ich glaube, ich habe mir eine Erkältung gefangen. 15. September 1923. Jemand hat in der Nacht unser Boot beschädigt. Das ist schon das dritte diesen Monat. Johann verdächtigt natürlich Frederik. Ich fürchte, er kocht nach all den Jahren wieder etwas hoch. Ich fühle mich nicht gut, habe gestern und heute die meiste Zeit im Bett verbracht. Ruth war lieb und hat mir die Kartoffelsuppe und Tee mit Honig und Milch gebracht. 18. September 1923. Sie hat uns verlassen. Unsere Ruth ist tot. Ich kann nicht glauben, dass Simon das getan hat. Er ist nun auch tot und mit ihm alle Hoffnung, die Kravik noch hatte. Warum kann man die andere Seite nicht mehr... Achso, hier kann man noch umblättern. So, weil hier habe ich, glaube ich, noch nicht das gelesen gehabt. Na. Ich wollte das lesen. Viereck. Ich habe Mr. Harden geschrieben, um ihn zu uns einzuladen. Ich bin furchtbar aufgeregt. Ich mache mir Sorgen um seine Schwester, wo sie wohl sein könnte. 9. August 1923. Heute früh gab es einen Streit im Laden. Frederik schrie die arme Astrid an, weil ihre Ziegen angeblich auf seinem Land gegrast haben. Ich wollte mich einmischen, doch das hätte ihn nur noch wütender gemacht. 10. August 1923. Johann hat heute Morgen den Fjord überquert und ein paar Einkäufe unter anderem Stoff zu machen, die Post zu holen. Briefe stapeln sich im Laden. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass die Welt da draußen uns vergisst. 17. August 23. Ich habe heute ein weiteres Kleid zu Ende genäht. Dieses Mal behalte ich es. Ich habe keine Kunden mehr. Niemand hier braucht ein weiteres Kleid und es ist Ewigkeiten her, seit wir die Stadt besucht haben. Außerdem kenne ich kaum jemanden dort und warum sollte man ein Kleid aus Gravik haben wollen, wenn man auch ein Kleid aus Elsund kaufen kann. Ich fühle mich heute einsam. Ich vermisse meine liebe Margret so sehr. Auch nach all den Jahren noch. 20. August 23. Ich glaube, Luce verbirgt etwas vor mir. Sie benimmt sich geheimnistuerisch. Sie ist auch öfter allein draußen und ihre Kleidung ist schmutzig. Macht mir natürlich nichts aus, dass sie spielt und die Gegend erkundet. Ich finde es schade, dass Margaret und ich das nicht durften, als wir jung waren. Bruce sagt, dass sie nach Blumen und hübschen Steinen sucht. Sollte mir nicht solche Sorgen machen. 21. August 23. Simon kam heute mit einem Geschenk für Bruce vorbei. Eine ganze Tafel Schokolade. Ist ein netter Junge, aber Frederik wäre zornig, wenn er davon erfahren würde. 20. August 23. Ich fragte Ruth, ob sie bei Fredericks Farm oder der alten Mine spielt. Sie versprach mir, das nicht zu tun. Ich hatte noch nie einen Grund, ihr nicht zu vertrauen, aber ich spüre noch immer, dass sie etwas vor mir verheimlicht. Hatten die ein Verhältnis gehabt, oder? Ganz, ganz merkwürdig, oder so dieses Familienverhältnis-Ding. Also, warte.
Na, oh, ey, diese Steuerung. War ja die erste Seite, die hatten wir ja. Ja. Nee, hä? 3. August 23. Heute Morgen hatte ich statt Tee eine heiße Zitrone ohne Zucker. Außerdem aß ich einen halben Apfel und trockenen Toast. Ich habe in letzter Zeit zugenommen und von der Diät in der Zeitung gelesen. Anscheinend ist sie sehr beliebt in London. Ich bin furchtbar hungrig und habe Lust auf Spiegelei mit Wurst. Oha. Hallöchen Yuki, hallöchen meine Liebe. Ich hoffe, dir geht's gut. 4. August 1923. Wir haben gestern einen merkwürdigen Brief, der an Johann adressiert war, erhalten. Er wurde von einem amerikanischen Gentleman verfasst, Mr. Edward Harden aus Hannover, Massachusetts. Der Brief war ordentlich geschrieben und sehr höflich. Mr. Harden erhielt unsere Adresse von der Polizeiwache in Elsund, als er eine Kontaktadresse in Gravik bat. Ich frage mich, warum sie ihm Johanns und nicht Fredriks Namen genannt haben. Vielleicht, weil unsere liebe Margaret nicht mehr unter uns weilt. Oder weil ich besser auf Englisch antworten kann als Fredrik. Mr. Harden ist auf der Suche nach Schwester Elizabeth Harden, die allein reist. Anscheinend ist Journalistin, muss man sich einmal vorstellen, den Atlantischen Ozean überqueren, um über Norwegen zu schreiben. Das klingt wunderbar. Mir geht's gut und dir? So weit geht's mir gut. Hab mich halt lange nicht mehr gemeldet, aber ja, hast bestimmt das ein oder andere mitbekommen oder so, falls man halt jetzt, wie gesagt, die Vlogs oder sowas guckt von mir oder irgendwie über Insta. Ja, die ist halt, da ist manchmal mein Kopf so ein bisschen schicker und ich melde mich halt auch viel zu selten. Was nicht bös gemeint ist. Im Brief stand, dass Elizabeth ihrem Bruder von der schon ein Telegramm geschickt hat, um ihm mitzuteilen, dass die Grafik zu besuchen gedenkt. Warum sie zu diesem furchtbaren alten Ort kommen möchte, weiß ich auch nicht. Hier gibt es nichts, worüber es sich zu schreiben lohnt. Seine Schwester ist hier noch nicht angekommen. Wenn sie es wäre, hätte ich sie mit Fragen über Amerika, über das Dasein als Journalistin und über ihre Reisen erschöpft. Sie klingt so interessant. Ich hoffe, dass sie hierhin kommt, auch wenn dieser Ort sie vermutlich zu Tode langweilen wird. Ich werde Mr. Harden heute antworten. Johann schreibt nicht allzu gerne, vor allem nicht auf Englisch. Er stimmt mir zu, dass wir Mr. Harden einladen sollten, bei uns zu übernachten, wenn er denn zu kommen plant. Immerhin gibt es keine Gasthäuser in Gravik und unser Gästezimmer wird selten benutzt. Außerdem muss ich zugeben, dass es irgendwie aufregend klingt, einen Besucher aus Amerika im Haus zu haben. 5. August 23. Heute Morgen hatte ich ein gekochtes Ei und einen mit Butter bestrichenen Toast, nachdem Johann zu mir meinte, ich wäre albern und dass ich nicht abnehmen müsste. Immerhin wären wir ja nicht in London und es störte ja niemanden. Oha. Ja, ich bin ja auch so. Ich vergesse auch immer, mich bei den ganzen Leuten mal so ab und zu melden. Ja, kann halt passieren. Das ist halt, ja. Ist halt ein bisschen. Musste auch mal sein bei dir. Jo. Dirkie84 gifted Yuki 0696A subscription. Dirkie84 gifted a tier 1 sub to Yuki 0696. Alles verstanden. Ja, cool. Für 6 Monate. So. Ich muss ja der Community was zurückgeben. Das ist ja. Ja. Mache ich ja sonst nicht. Wir spielen nochmal auf einem Klavier.
SG Pool. Das ist doch hier der die Musik hier vom Spiel auch selber macht. Lissy! In the bedroom. Lissy! I'm in here. Zeichnen. Oh, okay, in der Wohnung zeichnen. Das wusste ich nicht, dass man das auch kann. Okay, cool, cool. Holländisch klingt klasse. Ja. Ich hätte auch Japanisch damals machen können, aber Holländisch ist halt sehr, sehr lieblich. Das versteht der ein oder andere im Chat wahrscheinlich noch. Und Deutsch ist mir halt zu simpel. Okay, das zeichnen wir jetzt auch. Dann haben wir eine weitere Zeichnung. Cool, ich habe einfach ein Bett gemalt. Supi. Das ist schön. Lissy, wo bist du? Alice! In here. Lissy? In here. Where are you, Lissy? I'm in here. Ich glaube, sie ist hier drinne. Ich bin mir nicht ganz sicher. This is her room. Hmm? Are you paying attention? Ruth. Can you imagine? Oh. One moment you're living a perfectly happy life. Das war ihr Zimmer. And then nothing. Darkness. Forever and ever. Das ist halt damals Maybe there's something vorgefallen. here that can tell us what happened to her. This is a waste of my time. We might be the only ones left to tell her story, Edward. You're just being melodramatic. Ich habe das Gefühl, I'll help you look. dass es wegen unerwiderte Liebe zu tun hat, wegen Eifersucht und irgendwas was mit Vertuschen zu tun hat. Es liest sich manchmal so raus. Ruth was an artist. This is very primitive. Have you ever met a child, Edward? She wasn't Monet, she was 8. This must be the village church. Ja, That's Ruth Achtjährige and her family on one geht side das of the doch. aisle. Geht doch voll Simon and his klar. father on the other. A community divided. Jetzt kann Yuki immerhin auch Dirki Popo posten. Die Emotes von mir, ey, das ist. Ja. Bilderbuch. Draugen. Hey, the undead monster from those folk tales you read. What an odd book for a child to have. Ach, das ist doch ein Monster aus Children love einer scary stories. Volkssaga. This looks interesting. Read some of it to me, please. Aber ist Draugen vielleicht das norwegische Wort für einen, ja, nicht Trauger oder so, aber sieht aus wie so ein Troll. Lesen. In Norwegian folklore, the appearance of Draugen, the reanimated corpse of a drowned mariner, heralds death. Draugen haunts the black seas in a shattered boat. The beast has a man's body and wears a sou'wester, but instead of a head, there is tangled seaweed, and the revenant's chilling cry freezes mortal blood to ice. Draugen has the power to enter the dreams of the living. Oh, oh. If you wake from such a dream, you have been spared, though someone close to you... Die Krügerfähigkeit. That's enough of that. It's nonsense, of course. Not something a child should be reading. Ja, Do you think das, Draugen took our boat? Maybe he's out there, on the fjord, waiting for nightfall so he can return to shore. No. And your soul lacks poetry, Edward Charles Harden. I pity you. was sollte kein Kind lesen? She found something. Where's that supposed to be? A cave. Or the... Mine.
could be. But Schatz what in did der she Mine. find? Something important enough to draw. Ein Trinkkelch, eine Kette und ein Schatz. That must be Ruth and Simon's fathers. Perhaps. They weren't on the best of terms. They look like they want to kill each other. To a child, maybe it looked worse than it was. Children are more insightful than you give them credit for, Teddy Bear. Hm. Teddybär. Bett. She made her bed that morning. Before she... Or her parents did. It doesn't matter. It tells us nothing. Why are you like this today? Betty's not the only person in the world that matters. She matters the most Ich to me. spiele ihren ganz merkwürdigen Charakter. Etwas egoistisch. Die einzige Person, um die ich mich sorge, ist Betty. Betty und wenn jetzt irgendwie dort eine Leiche hängt oder irgendwie über Kindermord oder irgendwas geredet wird oder so, ist meine Sorge halt, hoffentlich geht's Betty gut. Und es ist ihr nichts passiert. Das ist halt, da hat sie schon recht, das ist ein bisschen, ja, nicht wirklich einfühlsam. Ugh. There's still no sign of the Fretlands. Maybe they left town after Ruth died. What's the point of this? I should be looking for Betty. I hate you sometimes. Ich kann sie so gut verstehen, weil das ist halt, ich kann ihn irgendwo verstehen, dass er sie halt suchen will, aber es ist halt sehr, sehr, Ruth never finished ja, this. empathielos. What does that spell? F-O-R-B. For Banelson. The curse. Who's that figure supposed to Ooh. be? It's creepy. It looks a bit like the Draugen in her book. A figment of her imagination. But the box she drew. It looks like this box under her desk. Really? Let me see. Pull it out. Pick up. Warum stand da jetzt in Englisch Pick up? Öffnen. What is this? I believe this might qualify as actual treasure. Is that Norwegian money? Sort of, but ancient. Viking coins. Are they valuable? Not in terms of monetary value, but historically. They belong in a museum. Looks like Ruth had her own private museum. Why would a child have these artifacts? She must have enjoyed collecting and playing with them. These are much too precious to play with. She should have given these to an adult. She was a child, Edward. To her, they were just shiny toys. Wait! The pin! On the doll! This is where it came from, her collection. But where did she find these treasures? If we're to believe her drawing, perhaps the mine. She may have found a gravesite. Wherever she found them, she wanted to keep them hidden. You think someone found out? These items wouldn't necessarily be worth much. Ich muss gleich except to Pipi-Pause machen. archaeologists. Da kann jeder sich noch irgendwie einen Snack oder was zu trinken holen. I mean, if someone learned she'd been collecting treasures, Kaffee treibt. they might be willing to do terrible things. Laut Wiki ist es ein Fabelwesen von Skandinavien und Norwegen. Ja, haben die ja dort gesagt. There's a story here. The treasure box, the drawings. The overactive mind of an imaginative child. Spielt ja hier Didn't Norwegen. imagine the Viking artifacts. You shouldn't be so dismissive.
The drawings could be her way of dealing with traumatic This events. is what happens when I read you the principles of psychology. You get notions. You say that like it's a bad thing. Ruth was troubled. The village was troubled, and... Is that a bell? The church bell. Oh, nicht bei mir. Someone's here. Maybe Betty. Why would Betty ring the church bell? Perhaps she's in trouble. I need to get to the church right now. Wait, isn't it more likely to be the person you saw the other night? We should I be careful. told you, I'm not sure that was anything. Come on. Go ahead. I'll catch up with you before you get there. I need a minute to think about all of this. Bin aber auch so ein, keine Ahnung, egoistisches Stück Scheiße. Im Spiel. Nicht im wahren Leben. So, ihr Lieben, ich mache mal kurz eine Pipi-Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Deswegen Pausenbildschirm, Musik und dann geht aufs Klo, holt euch irgendwie Snacks oder was zu trinken, dann sehen wir uns gleich wieder. Wartet. Kurze Pipi-Pause. Die ist jetzt zu Ende. Habe ich mir noch Fleischbällchen besorgt. Wasser ins Gesicht, weil irgendwie habe ich Ermüdungserscheinungen. Das ist wahrscheinlich das Wetter. Geht's weiter. Ja. Are you coming? In a minute. You go on ahead. It might be her. It might be Betty. So go. Don't wait for me. I'll be along in a minute. Are you coming? In a minute. You go on ahead. Oh, ich muss sie voll nerven damit. Meine Güte, bin ich nervig. Betty, 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 Betty. Kann ja nur Betty sein, die die Kirchenglocke läutet. Mhm. Das ist bestimmt ein Zeichen von ihr. Hab das Gefühl, dass wir sie nicht lebend antreffen hier. Where are you? I'm up at the barn. Bin oben am Hof. Ah, okay. Cool. Da oben die Kirche gemeint, wo der Friedhof ist. Gehe ich mal stark von aus. Hätte ich ein bisschen länger geschlafen, dann wäre es bestimmt heute ein 24-Stunden-Stream gewesen. Könnte ein bisschen kritisch werden. Ich bin ja so unvorbereitet bei dem Jubiläumsstream. Und wie gesagt, der letzte 24 Stunden laut Statistik war vor 2 Jahren. Das war dann halt so ein 36, 37 Stunden Stream ungefähr. All these fresh graves. Do you think that maybe No. Betty... I'd know. But You wouldn't understand. Elizabeth and I, we have Schnell ist die. a bond. God, Edward. Your obsession with her is really starting to grate. Hm. Hm. No one's touched these since yesterday. Regardless of how they got past the boards, there's someone in there. Bild. Gone fishing? God is not here. Well, of course he isn't. You won't find God in a church. God is the wind in the trees, the grass between your toes, the brook that runs That's through. nature, not God. Bretter.
Who did this? Someone had lost their faith. Can you peek through the boards? Entfernen. Bauen. See anyone? No, I... Listen! The bell! They're still in there! Sehe aber keinen. Rufen. Hello? I heard the bell. Well, this is giving me I'm the here to help. heebie-jeebies. These boards look flimsy enough to break. It must be her ringing the bell. It must be Betty. We'll soon find out. Entfernen. Und hier Musik dabei. Look at that. The Ethel becomes an Edward. Didn't think you had it in you, old fruit. Be quiet. Manchmal, ey. Betty? Are you here? Hello? This is Edward Harden. I'm looking for my sister, Elizabeth. Stop shouting, Edward. We're alone. There are only ghosts here. There are no ghosts. I don't know about that. Mhm. Es gibt keine Gespenster. Aber überall sieht er Betty. Hm? Lissy, look. Betty's gloves. Aufheben. Bettys Handschuhe. They are definitely Betty's. Oh, for She got Pete's these in sake. Boston before she left for New York. She bought them at Woolworth. I remember the day she... She's here. Where? And why would she leave her clothes lying around? It doesn't make sense. Breadcrumbs. She's sending me a message. She knew I'd recognize her gloves. Her hat. She's left a trail for me to follow, like Ariadne's red thread. We're not in a labyrinth. Betty will have left more crumbs. Betty. You're turning into such a Betty, pill. Betty. Bin wirklich nervig. Also, ganz ehrlich. What happened here? The sign on the door. God is not here. Their faith was challenged, and it didn't survive. Okay. Personen? Final dinner. The Last Supper. Who taught you about the New Testament? I pick up on things. Most folks aren't heathens, like you. Oh, ich dachte gerade, jetzt am Penis. Flasche in der Hand. Also das sieht ja auch vom Winkel hier so komisch aus. Es ist so. Lesen. The church book. A record of births and Edude. deaths. So we can find out what happened to the people in the village? And, Elizabeth. I mean, if she was dead... Her name would be in the book. Vandals. They tore it to pieces. I don't think the missing pages left the church. Look. Warum sollte das nicht die Kirche verlassen haben? Unordnung. They considered this a sacred place. For them to destroy it. This was an act of desperation and anger. Herzen. Isn't this a fire hazard? They're not always lit. Each candle represents a single prayer. That's a lot of prayers. There were a lot of deaths. Ich weiß halt nicht, was auf diesen Zetteln steht. Gemälde. Jesus looks sad. What reason would Jesus have to be happy? Don't be blasphemous.
given that this is all fiction, blasphemy is a contradiction. Heretic. Lesen. I've never seen you read the Bible before. I've read the Bible many times. It's an important historical document. Heilige Schrift. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Did you just translate that into Olden English? I happen to know the verse by heart. You still manage to surprise me sometimes. How many pages are missing? I counted 4. They're probably all still here. I know. Let's make it a competition. 1-0 to Team Me. I wanted you to find that one. I know what a rotten loser you are. Stück. Found another one. What are you doing? We're in a church. Thought you didn't believe in God. I do believe in civility. Just one more page missing. Boah, ich hasse das, wenn das halt dunkel hier ist und dann diese Unschärfe bei der schnellen Bewegung. Also wenn man so steht, geht es, aber solange man das hier macht, ich hasse das. Dass Spiele das halt haben. Kann auch hier außerhalb doch sein, oder? Where are you going? Weiß nicht, wo ich hingehe. The missing pages must be here somewhere. Ja. Where are you going? Where are you going? Ja, ich bin doch noch hier, Madame. Ach, hier. Da oben. Seil. What's this rope for? The bell. Glocke. This is the bell we heard ringing? I don't see any other bells. So you have to stand here and pull this rope to ring it. Yes. But there was no one here. You didn't see anyone, right? No. No one. Ghosts. I'm telling you. Ja, ghosts. stimmt. Geister. So what happened to the Hunchback of Grovik? They must be here still. There's only the one exit. Maybe it was the wind. A church bell's too heavy. It can't have been the wind. I mean, Muss aber ein sehr starker Wind sein, dass er die Glocke läuten lassen kann. maybe it was the wind. There's no one here. Ziehen. I don't like that sound. Please stop. Okay. Stop it. Okay. Stop it. Okay. What's that? The last sermon that was held here. What does it say? The vicar's handwriting is hard to decipher, and the language. He talks about the village being divided for 20 years. This sermon was held on the anniversary of the accident this past summer. He's asking the congregation to help heal old wounds, to forgive, move on. Something to the effect of, you sit in separate aisles in God's house. Like Ruth's drawing. I told you, she was perceptive.
It sounds like Grovik was split in two. Between those who stood by Johann and those who supported Frederick. Because of Ruth? The sermon is from before that. No, this is all about the preceding 20 years of division and disagreements. Buch? Here's something else. Many of you believe Grovik was cursed 20 years ago. God has not cursed you. This curse is of your own making. Ruth's drawing mentioned a curse. What do you think that means? It means they believed they were cursed, and that they needed something or someone to blame for their misfortune. Vergebung? Tilgi varandra. Edward? Forgive each other. It addresses Johann and Frederick directly, but I wonder if they were even here. Remember the wedding picture? They were close friends once. How could they allow their grudge to escalate until... You call each other traitors, but the only thing you've betrayed are the bonds that unite us. Ah, hier ist es. 2 for 2. A tie. Good job, Teddy. Old Stop, bean. Lissy. This is not a game. Betty's out there. Of horse feathers. Stop being so gosh darn tedious, Edward. Betty, Betty, Betty. Will you ever shut up about your precious Betty? Put those pages back in the book, and I'll stop trying to cheer you up. Hinzufügen. Mal sehen, was wir raus haben. This book goes back years. It lists births and deaths. Here's the 3rd Fretland brother, the one who died in a cave-in. Someone added the word for Banelson, probably quite recently. What does that mean again? Curse. That word is all over this book. Not just the men who died in the mine, but other deaths in the last 20 years. Ruth's drawing and the sermon both mentioned a curse. What do you think it means? I don't know. There were surprisingly few births. Perhaps they blame that on the curse as well. Umblättern. Look here. Verräter, Verräter, Verräter. Ruth Elsa Fretland. She was buried in the cemetery. And the next entry, Simon Fretland. Mord. Now this is interesting. Simon is dead? Oh, that's dreadful. He drowned the day after Ruth died. Probably no coincidence. See what's scribbled next to it? Ward? Murder. Who killed him? Ruth's father? Or the mob that trashed the store? It doesn't say. After the children, a half-dozen deaths in a single week. The curse. It's listed as Okay, the cause wow. for every single death. Maybe there really was a curse. Das erinnert jetzt wirklich so an Everybody's Gone to the Rapture. But something changed after Ruth and Simon. It might explain why there's Da war das no auch one so around. eine Edward, if it killed eine everyone, how's bestimmte that not a Krankheit curse? oder so, die jeden befallen hat. What does that word say? Next to those names at the bottom. For a Traitor. Umblättern. Edward? Banelson. What's wrong? Final entry. There's no name. Nasenbaguette. Alice, what if Oh, Edward, no. Betty? Was It doesn't es you mean Baguette? She's not dead. She can't be. I'd know. I'd know. Teddy. I need to see the grave for myself. It's not Betty. Betty's still alive. Teddy? Kann jetzt Where nicht. are you going? Zum Grab. Don't leave me! Edward! You better not be here, Betty. I'll never forgive you. Where is it? I don't see it. Ich bin so versessen darauf, die Leiche halt, damit ich halt ja eine Bestätigung habe, ob die tot ist oder nicht, aber They all look the same.
Oh, diese dramatische Musik jetzt. Das ist bestimmt das frisch ausgehobene Grab. This one. It's Oh nein, 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 nein. Ah, schön. Machen wir mal ein bisschen Leichenschändung. Okay. What are you doing? Have you gone completely mad? Ich will sicher gehen. Edward, stop it! Das ist nicht schön. Das macht man nicht. Aber ich brauche eine Bestätigung. It's not her. It's not Betty. It's not her. Oh, Edward. What have you done? Ja. It's not Elizabeth. I was so afraid. You're a monster. But I had to be sure. If Betty... To hell with your Betty! When did she ever shed a tear for you? Don't talk about my baby sister like Or that. what? Or what, Edward? What will you do? Ignore us? Banish us? You've spent your entire life chasing her. When are you going to do something useful with what's left of it? Quiet! Just... Fine. Lizzie? Alice? Come back. Don't leave me alone. Please. Come back. I need you. War sie mein Gewissen? So wie bei Pinocchio und hier Jiminy Cricket? Oder halluziniere ich nur? Träume ich nur? Gibt es keine Lizzie? Lizzie? Where are you? Lizzie? Weißt du, wo sie ist? Ja, das schweigt ja eh nur. Ich glaube, ich muss wieder zum Landhaus. Lizzie? Lizzie? Alice? I was Oh. afraid you'd left me. Now Lizzie, listen ja. to me. Sei vernünftig, bleib wo du bist. Ich wollte gerade was sagen. Ich hasse Entscheidungen auf Zeit. Ring, ring. Hallöchen Büro, einen schönen guten Abend auch an dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Seit 3 Tagen hier und der Kleine schreit Tag und Nacht vor Bauchschmerzen. Warst du das? Soll ich mir nie erlauben. Okay, dann begrüßt euch etwa so. Alice, please. Ist die vielleicht nur in meiner Vorstellung? Gibt es keine Lizzie bzw. Alice? Ruhig, ihr Lieben. Meine Güte, was ist denn los? Lizzie, come back to me. Ich habe das Gefühl, dass sie entweder mein Gewissen ist oder mein... oder Vernunft oder irgendwas. Hey. Lizzie, please listen to me. I didn't Zuhören. mean what I said. Zu. Of course you meant it. Everything's always about Betty. Betty, Betty. I care about you both. Until it really matters. Then it's obvious who matters more. I
thought she was dead. I wish she was! Don't. Oh. Mann, was ist denn da los? Du verdienst es, allein zu sein. Also, hör mal. Das ist nicht nett. Ich kann ihre Frustration verstehen und alles und dass sie verletzt ist, und, aber... Please, talk to me. What's there to talk about? You can't keep running away from me. Sie braucht mich. You think you own me? That you control me? That you get to decide how I feel and what I do every minute of every day? Ich kann nicht mal entscheiden. Your little plaything. Sodom und Gomorra ist los. Well, fuck you, Edward Charles Harden. Was denn? I never should have come here with you on this pointless chase. Now, be reasonable. Hör mal zu. Das ist doch nicht wahr. Lass mich doch erklären. Also, Lissy? Alice? No. No, no, no. What Ist are das you Asthma doing? oder Leidenschaft? Du sollst die Pfoten hochnehmen. Ja, Entschuldigung, selbstverständlich schon. ruhig. Now listen to me. Please, listen. Hear me out. Don't do this. You can't do this to me. I need you. I'm not whole without you. I can't lose you. I can't live without you. Don't, please, don't, no, 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 no. What? No. Hätte ich vielleicht Nein sagen sollen? Oh, Alice. What have you done? Please, be all right. Please, don't. You make me sick, Edward. Your mother and father would be ashamed. Okay, wow. Elizabeth would be ashamed. They did not think you deserved their love, so they abandoned you. Don't. Oh, my child. We are all that you have, and we love you. We are here. With us, you are never alone. Do not forget. No, never. Never. I never forget. I am never alone. Alles ändert sich. Wegen guten Horror-Game. Kennt Power das Madison? Kennt Power das Madison? Das war gut. Das ist ein Power das Madison. Was? Was? Ach so, du meinst Slayer. Ob Slayer das Madison kennt. Ach so. Gerade. Kennt Power? Meinst du den Slayer? Der Power Slayer. Madison, ob das was für ihn wäre. Maybe? Keine Ahnung. Wake up, Edward. Stop hiding. Ich sag jetzt einfach mal Lissy. Without us, you are nothing. You cannot hide from us. Where's Lissy? Alice is not here. Bring her back. Please. I need her to... Alice does not love Elizabeth like you do. She loves me. Not like I do, Edward. I'm so tired. Please. Oh Mann. What do you want? I think of you so often. You have no idea. You just want me to forgive you so that we can keep looking for your precious, perfect Betty. She needs us. She never needed you, Teddy Bear. And she certainly doesn't need us. I can't find her on my own. Well, it's just too Als bad, my ob ich darling halt Edward. dauerhaft über meine We're Ex rede. done playing second In ihrer fiddle to Anwesenheit. princess.
Wait, don't go. I'm talking to you, Lissy. Oh. Ja gut, ich bin aber auch selbst dran schuld. Der Charakter, den man hier spielt, der ist halt sehr Betty fokussiert, weil er sie halt suchen möchte. Und das hängt halt irgendwann dann aus dem Halse heraus, obwohl sie ihn auch verstehen kann und alles und oder ihn verstehen möchte. Aber das kann halt die Beziehung halt schon so ein bisschen anknacksen. Das wäre so, als, keine Ahnung, würdest du in der Beziehung immer dauerhaft über deine Ex reden und dich sorgen um sie und das im Beisein deiner jetzigen Freundin, so ganz, ganz komisch. Nur, dass das hier ein anderes Verhältnis ist. Weil Betty ist doch die Schwester. Oder nicht? Aber das wäre sehr strange, wenn das halt eine Ex wäre. So, mal ganz ehrlich. Das wäre sehr weird. Bitte hört zu, Lissy. Sie kann nicht. Lissy, Bitte please. hört zu. Listen. You can't keep vanishing on me. Try me. Why are you so angry? You do not know anger, Edward. Did you ever meet my father? Alice does not want to speak with you. And what about you? Are you going to help me? God helps those who help themselves. I don't need God's help. I need Lissy. Do you, though? Did you ever? What? Of course, Ja, das Spiel hat viel damit wieder zu tun in der Thematik oder so. Auch Akzeptanz oder akzeptieren, loslassen können. Habe ja auch sehr, sehr viele Spiele gespielt, die diese Thematik haben oder Themen haben. Und wenn man es halt auch nicht wahrhaben will. Und ich kenne das, wie gesagt, sehr, sehr gut. Habe ich des Öfteren halt auch im Stream gesagt, als die Eltern verstarben von mir. Da war das bei mir halt ein so merkwürdiger Zustand, dass ich auf der Straße Stimmen gehört habe. Ich habe Gesichter meiner Mutter in andere Leute gesehen. Und das hat mich halt nervig fertig gemacht, weil ich einfach nicht akzeptieren wollte. Ging halt nicht. Und da macht man sich halt einfach kaputt. Da hörst du halt Stimmen, da siehst du halt Sachen, du bemerkst Gerüche und alles. Weil, ja, dann spielen halt alle Sinne irgendwo verrückt. Bitte? don't go. Bitte? Alice, Lissy? hear me Hör out. zu. I depend on you both. You can never depend on other people, Edward. I'm not sure you count as other people. Everyone leaves, one way or another. You don't. You can't. Is that a challenge? Stop playing games. Are you ordering me, teddy bear? I'm asking you. Didn't your father always tell you to stand up? Aber wie for süß, dass sie yourself, mich to Teddybär be a nennt. real man and not a sissy? Maybe that's why he put the gun to his head and pulled the trigger. Kaboom! He was so disappointed about what his only son had turned into. You're a monster. Takes one to know one. Old fruit. Ich glaube, das ist nicht sie, die das halt so sagt. Das würde sie nicht so sagen. Ich glaube, das ist einfach nur in meinem Kopf drin, dass ich mir das halt einfach so zusammenspinne. Lissy? Lissy? Lissy?
Ach, ich kann nicht mal jetzt in dieser Phase Klavier spielen. Ach, das ist dunkel. I gave you this jacket. Betty. You were here. Warte, kann ich wieder zurück ins Zimmer? Muss ich alle Teile finden? Ja, ich habe auf jeden Fall die Jacke von ihr. I'm trying to talk to you. Zu Lissy, Lissy, I'm tired of chasing you. bitte. Alice, be reasonable. Lissy, look. Her jacket. I'm sure it wasn't here yesterday, which means Jesus Christ, Betty was Teddy. here. Perhaps when we were out yesterday. She Betty, must have... Betty. Betty. You love Betty more than you love us. But don't you see? What has Betty done that we haven't? What can she do that we cannot? We've always been there for you. Why do you keep looking for her? She's real. You're not. So? What? Sie ist real, ihr seid es What nicht. is real? We are real to you. It will never be the same. Also ist Lissy real? Was sind das für merkwürdige Geräusche? Ich muss auch erstmal wieder lernen, dass Verbranntes auch was Gutes sein kann. Was von Grill essen. She does not want you. Who are you talking to? Why do you think Betty left? She was sick and tired of us. Yeah. She wanted to escape. Like mother. Drowning herself because she couldn't stand being around us. Like father. Bang! Right in the coconut. Stop. You drive them all away, Edward. All into death. Please. But not us. We're always here for you. I beg you. You are never alone. Stop! Leave me alone. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. You want to be alone? You really want to be alone? Fine. You're alone. Good. Lissy. Lissy? Lissy? Come back. Please. Don't leave me. Ich weiß nicht, ob die zurückkommt. Die Tür kann man immer noch nicht öffnen. Noch nicht. I lied. I don't want you to leave me alone. I don't want to be alone. Please. Lissy. Oh Gott, ist hier dunkel. Und ich hasse das, wie gesagt, für euch auf dem Bildschirm. Wenn ich so bleibe, kein Problem. Aber wenn ich das hier mache, das ist halt... Ich hasse das in Spielen. Die Bewegungsunschärfe im Dunkeln, das ist halt so...
völlig verschwommen und so ein bisschen im Rausch. I need you. I can't do this on my own. I'm not whole without you. Please, please. Lissy. Es ist dunkel. Weil diesen Geruch kaum ertragen kann, oder dass ich es mit anderen verbunden habe. Ja, ja. Ist das ein Ending? Solltest du innerhalb einer bestimmten Zeit sie finden? Und ich hab's jetzt verkackt. Ups. Red Reach Games machen nicht so viele Spiele als Studio, oder? Auf jeden Fall an Dustborn. Tag 5. Aber jetzt glaube ich kein so wirklich langes Spiel hier. Das Draugen. Betty? Elizabeth? Is that you? Bin wahrscheinlich bestimmt noch irgendwie Stiefel oder. Are you upstairs? Um nach Betty zu rufen. Nicht Lissy, sondern um nach Betty zu rufen. Betty, I'm coming. Erstmal gucken, wie ich aussehe. I knew you were here. Wait there. I'm on my way. Oben. 3 bis 5 Stunden, sagt man, ja. Kommt ungefähr so hin. They didn't believe me, but I knew you were still here. Okay, über mir. I'll be right there. Are you upstairs? Wo ich dahin gehe. Betty, I'm coming. Hüppchen. I knew you were here. Wait there. I'm on my way. Bin auf dem Weg und gehe direkt den falschen Weg. Hier kann ich auch bestimmt meine Rüstung und meine Waffen verstauen.
I knew you were still... Betty? Betty! Are you in there? Open the door! Einschlagen. Ja, mach mal. Coming Einschlagen. in! Stand away from the door! Einschlagen. Hm. Betty? No! No, 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 no! Oh. Oh, thank you. Andere Person. Thank you. I thought it was you, Betty. But who? Anna. Hm. It's from Johann, addressed to his wife. Handschrift. Edward kennt sich in der Schreibkunst aus und er erkennt mit seinen Zittern geschriebene Striche und etliche Fehler. Beunruhigt? Das Werk eines verzweifelten Mannes, denkt er. Das Werk eines Mannes, der nicht mehr weiter weiß. Did you notice the handwriting, Betty? He was clearly distraught. Knock, knock. Enough is enough. After decades of strife, I pray that God will... Tilly, forgive me. I am tired of secrets. For 20 years I've kept my silence about our discovery, but my silence has only led to misfortune, and my cowardice has only led to death. I will make Frederick pay for what he has done to us, for what they have done to our Ruth. When it is over, I will let the ocean take me to you and Ruth. May God forgive me. Anna was already dead when he wrote this. He had no one else to confess to. What now, Betty? Johann went to confront his brother, probably at Frederick's farm. And then? Was passierte dann? Hm. Hm. You said this was a gift from another unlucky suitor. Was? Er weiß, dass das Feuerzeug Elizabeths kostbarer Schatz ist, ein Gegenstand von sentimentalem Wert. Brotkuchen. Er glaubt nicht, dass Betty dieses Feuerzeug aus Versehen hier gelassen hätte. Oh. It was precious to you. You wouldn't have left it here unless... A signpost. A breadcrumb. You followed Johann to Frederick Fretland's farm, and then to the mine. Hof? Johann ist zum Hof seines Bruders gegangen. Edward befürchtet, dass Betty ihm gefolgt ist. Mine? Doch Betty wäre noch weiter gegangen, den ganzen Weg zur Mine. You wouldn't let this go, Betty. You'd follow your story to the end. All the way to the end. Das sind halt so kleine Entscheidungswege, die man halt gehen kann, dass die sich Ende so ein bisschen ändert. Für Anna. Did
Did you go to the mine, Betty? Is that what you're trying to tell me? Stimmt, ja. Auf in die Mine. So where is Frederick's farm? Musik dabei. Das ist sehr, sehr schöne Atmosphäre, hat das Spiel. Aber auch wieder ein Spiel über Verlust und das Akzeptieren. Runter? Ja, ich bin gestorben. The gate. Frederick's warning. The path leads to his farm. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit weg. Also immerhin zeigt das Spiel einen den Weg vor, sonst wäre es ein bisschen schwierig. Jetzt kann ich darüber klettern. Hätte ich vorher eigentlich machen können. Direkt am Anfang, hat ja Lissy gesagt. Vielleicht wollte Lissy mir hier helfen. In Fredland. Im Zentrum dieser Geschichte stehen die Zwillingsbrüder, gleich aber in zweit. Fredland. Im Zentrum dieser Geschichte stehen die Zwillingsbrüder in zwei. Johann and Frederick are partners and on good terms. But something happens in the mine. Disagreements lead to a falling out. Streit vielleicht wegen einer Frau? 20 years later, Johann walks this path to confront Frederick. Wegen was haben die sich dann gestritten? Also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwas wegen Eifersucht oder wegen unerwiderte Gefühle oder die Person hat was rausgefunden und die waren ja verheiratet. Vielleicht hat er ein Verhältnis mit der einen gehabt. Sie hat Gewissensbisse, wollte es der einen sagen. Und bevor das passiert wäre, hat er es wie einen Unfall aussehen lassen. Was this your doing, Johann? Did you burn your brother's farm to the ground? And where were you, Betty? Did you witness their fall? Wahrscheinlich ja. Hier ist alles niedergebrannt. Betty? Öffnen. Zu. What do you reckon, Betty? Eröffnung der Mine. Es ist nicht die Öffnung der Mine. Der Hinweis ist ein anderer. Ich hoffe, dass ich hier nochmal hinfinden kann, weil vielleicht steckt dahinter oder in dem Safe die Antwort.
Are you here, Betty? 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 Betty! Das ist eine Mischung aus dunkel und hell. Ich verstehe das Wetter nicht. Elizabeth! Ich sehe auch jetzt nicht wirklich, wo der Pfeil Betty, where are you? hinführt, wo man hin muss. Aber eigentlich die Schiene entlang zur Mine. Öffnen. Auch zu. Diese kleinen Motten immer. Geh auf. Ist zu. So, Rollos kann man jetzt runter. Betty? Betty? Okay, also hier kann ich nicht. Ich habe irgendwie eine Information überflogen. Okay, ich kann nicht raus. Muss also irgendwas hier sein. In der Nähe vom Safe. Oder fehlt mir einfach eine Information? Are you here, Betty? Betty? Betty! Elizabeth! Betty, where are you? Betty? Oh, ja. Simon Fredland. Simon's grave. Born December 5th, 1909. Died September 17th, 1923. The safe. Frederick would choose numbers that meant something to him. Why bury Simon here and not at the cemetery? If the village blamed him for Ruth's death, I could really use your imagination, Betty. You'd figured this out in no time. Hier, 1880, 512, 1909. Cool, da sagt er einfach gar nichts. Okay. Simon's. Let's try Simon's birthday.
Was haben wir denn da? Aufheben. Another Viking artifact, Betty. Most likely from the same treasure Ruth found. Postmarked in Boston. That's a curious coincidence. Dear Frederick, I hope this letter, it's in English, Betty. Hope this letter finds you and the boy in good health. We're concerned about you both. No word from you for almost 2 years now. All of us still heartbroken about Margaret's passing. We know things have been difficult for you and Simon. Aufheben. Mr. Fretland, we expect you to take care of this problem. If the discovery is made public, the authorities will intervene and the mine will be shut down. Should this happen, we will consider it a breach of our contract, and we will withdraw our investment. You and your brother will be responsible for all debts and losses. Johann must be convinced to wall up the chamber. We have already dealt with the worker who made the discovery. The Fretland Mining Company. This must be for that locked shed. You went to the mine. I hope our guardian angel watched over you. All right, Betty. So what happens next in your story? Entdeckung. Was wurde ausgegraben und hat diese Unglückslawine verursacht? Streit. Was hat so einen bitteren Streit zwischen Brüdern verursacht? Johann and Frederick discover something in the mine. A cave or chamber of archaeological value. They argue about what to do. If the discovery is made public, it's the end of their enterprise. Johann is convinced or paid to walk away. Their secret stays hidden. Then, a few months later, the accident. 3 men die. The investors pull out. The mine shuts down. Frederick's up to his neck in debt. Öffnen. Oh. Cursed mine in Grovik? Locals struggle with bad crops and livestock deaths and blame it on... They thought they were cursed because of the mine. A thing like that becomes self-fulfilling. If you believe you're cursed, every misfortune feeds the delusion. Did you see this, Betty? Holz. Hier geht's weiter. Blättern. So, 20 years pass. Fehde. Die Fehde wuchs und eidete im kalten Inneren von Gravik, die eine krebsartige Bestie, die sich aus den Trümmern der Mine näherte. Fluch. Der Fluch wurde vom Vorwand all ihren Unglücks und warf einen langen Schatten auf die Menschheit Graviks. Fehde? Fretland feud tears the village apart, setting neighbor against neighbor. And then, Ruth stumbles across the secret in the mine. After all this time, the truth may finally come to light, but she dies.
And the day after, Simon is murdered. Hm. Untersteigen. Erstmal hier. Ah, okay. It's a catalyst. Old grievances resurface. No matter who you stand with, you're a traitor. Things escalate. More people die. From disease, despair, suicides, murder. Unvorstellbar. Weil innerhalb so kurzer Zeit so viele Leute starben. Und wer hat sie begraben? All because of the mine. Because of what they found there. And what they covered up. There was no one to stop it, Betty. They were alone. That's the real curse of Grovik. Isolation. Muss mal gucken, wie gesagt, wenn das Spiel hier zu Ende ist, was wir dann machen. Ich hab nichts vorbereitet. Weil wenn das jetzt endet, dann ist das nur noch ein bisschen kurz, der Stream. Und morgen ist der Feiertag. This place is cursed. Ridiculous. Aufheben. Oh, der Kopf der Puppe. Ruth was here the day she fell. Bruce. Suche ich nach etwas, das niemals hier war? Simon? Wonach suche ich in diesem gottverlassenen Loch unter den Bergen wirklich? Betty. Das ist eine Wahrheit, der ich noch nicht auf die Spur gekommen bin. You were here, Betty. You saw Ruth. Maybe you tried to help, but she ran. All the way to the cliff where... Do you know what happened, Betty? Did you witness it? Was ist da passiert? Weil deswegen, ich glaube nicht, dass da bei der kleinen Ruth wie Selbstmord halt ist oder durch einen Unfall die Klippe runtergestürzt ist und dann auf einen Stein eingeschlagen ist, weil das sah. Hello? Betty, are you in there? Please answer me. Achso, stimmt, ich habe ja Feuerzeug. Macht natürlich Sinn. Ja, arschdunkel das Spiel. Fackel wäre besser. Ja. Was hast du gemacht? Medaillon. Oh, Betty. Und eine Haarbrosche. Mother's brooch. Ja. You always wore this. You wouldn't take it off unless... You left it here for a reason. What am I not seeing? Brotkrumen. Schauen.
Okay, eine Krähe. Drücke R2, um zu laufen. Ist, glaube ich, gut, dass ich rausgerannt bin, statt reingerannt bin. Morgen auch noch was, soll ich fragen? Ja, ja. Will ich. Weil morgen ist ja mehr oder weniger mein Dingstag. Weil Affiliate wurde ich am 29. Mai. Deswegen, morgen kommt auch was. Hab halt nur noch nicht überlegt, was. Ich muss mir irgendwann mal eine Switch besorgen, dass ich halt mit der Community mehr Sachen machen kann. Oder mit anderen Kollegen was zusammenspielen kann. I'm coming for you. Stay put, Betty. I'm coming for you. Ich komm doch. Betty? Where are you? I'm on my way. Betty. Betty. Elizabeth? Edward, please! Hurry! I'm coming, Betty. Don't move! I'm coming for you! Edward! Ja. Almost there! I'm here, Betty! It's Edward! It's me! Ich komme. Ich eile. Ich flitze. I can hear you! Hold on! Just stay put! Stay put, Betty! I'm coming for you! Ja. Warte, ich weiß nicht, ob du oben oder unten bist. Betty? Oh. I'm coming! Edward, is that you? I'm in here. Thank God. Thank God. You're here. You're inside the house. Hm. Isn't that right, Betty? You're finally here. Elizabeth. There you are. Finally. You have no idea how long I've been looking for you. You had me so worried. Ja. I Ja. Betty, siehst du es? Das weiß er. Es ist Betty. Er kennt sie so gut. Ihren Schal, ihren Hut, ihre Handschuhe. Alles ist da. Sie ist vollständig hier. Elizabeth? Er kennt Elizabeth so gut, jeden Teil von ihr. Look. Your brooch. Mother's brooch. You must have lost it at the Ich wollte gerade mine. antworten, aber das war auf Zeit. Let me put it on for you, Betty. I wouldn't want you to lose it again. Mhm. Oder es ist Elizabeth. Keine Ahnung.
She's been dead for 30 years, Edward. Elizabeth was never here. But we didn't come for her. We came for Johann, and Anna, and Frederick, and Simon, and Ruth. We're here to tell their stories. No. Elizabeth. She's here. You know Betty died when she was a baby. She drowned in the pond. And you found her. You were just 11. You carried her to your mother. And your mother... She hated you for that. She could never forgive you for bringing her baby to her. And you could never forgive yourself for what she did after. Oh. You always forget this. Because you don't want to be alone. So you bring Betty back. Again and again. To New York. To Boston. To the house. But always just out of reach. Never quite there. The scent of her. The echo of her. But never really her. And all it does is make you lonelier. But the thing is, Edward, you're never alone. You have us. And you'll always have us. Betty's... She was never there for you. She couldn't be. You can't lose us. We're a part of you. Forever. And ever. And ever. But you need to let Betty go now. There's not room for all of us in there. I couldn't save you, Elizabeth. I'm so sorry. Oh. Meinen größten Fan. Herzlichen Grüßen. Peter Gaynor. It is as painful to wake from a vision as it is to be born anew. Wir erhalten Erwachen. Sollen wir dann morgen machen? Retro? Tag 6. Du hast mich. Hast dich gefragt? Ich habe nichts gesagt. Aber wird der Hass nicht mit 2 S dann geschrieben? Du hasst mich? Nein. Erstmal mich selber im Spiegel noch angucken. Schau dich nur an. Du hast keinen Unterkörper. Goodbye, Betty. Ja. Loslassen lernen. Ja, das machen manche Spiele halt sehr, sehr schön. Haben aber auch sehr viele Spiele so eine Thematik mit Loslassen und Begreifen.
Are you here? Hallo. Ist hier. No. Teddy bear? Are you up? Come outside. It's a beautiful day. Ich will noch hier in den Räumen gucken. It's a beautiful day. Die mit heißer Zitrone, ja. Na. Ich will auch wissen, wie es hier weitergeht, damit man das halt auch lesen kann. Umblättern. Das hatten wir ja, glaube ich, auch. Ja. Ja. Ja, warte. Ah, sie hat uns verlassen, unsere Ruth ist tot. Ich kann nicht glauben, dass Simon das getan hat. Ist nun auch tot und mit ihm alle Hoffnung da weg. Wird nicht weitergeführt, das Tagebuch. Where are you, Lissy? I'm outside. Wo bist du, Lizzie? Ja, draußen! Wo bist du? Lissy, I'm right outside. where are you, Lissy? Outside, Teddy. Where are you? I'm right outside. Ich bin halt nicht der Klügste. Der schreibt auch, beziehungsweise umschreibt Andeutungen oder Mehrfachbedeutungen. Ah, Lissy, I'm outside. okay, in einem Einzimmer kann man halt nicht mehr rein. Schade, ich dachte, da kann man noch irgendwie... Die ist doch eingeschlagen, die Tür. Ich dachte, da kann man jetzt theoretisch durch. Weil die ist ja eingeschlagen. Also die lässt sich doch ohne Probleme öffnen. Da haben wir auch schon geguckt, oder? Nee, da haben wir nicht geguckt. Puppe platzieren. Oh. Oh. Doch. Oh. An Ruth von Edward. Oh. Sonst hätte ich die Puppe bei mir getragen. So, das ist... Damit kann man leben. Had your noodle juice yet? I might be weaned off this stuff. Boo. Don't lose your taste for tea, old fruit. It keeps you human. We have unfinished business. We do? The final piece of the puzzle. Ruth. Come on. Let's go back to where it started. We have an appointment with a ghost. Verabredung mit einem Gespenst. Ja. Ist halt ein bisschen kompliziert, was da vorgefallen ist. Ich dachte, das... Ja. Wäre von tragischer Natur noch. Alles, was an sich schon tragisch ist, was ihr widerfallen ist. And the air. Also widerfahren ist. Boy, that sure is something. What did you want to show me? Come sit down. Ah.
Und es fehlen definitiv im Tagebuch Zeichnungen, die wir machen konnten. Madame, ich kann mich nicht setzen. Ich weiß nicht, wie man sich setzt. Bin nicht in der Lage, mich zu setzen. Achso, da vorne. Why did we come here, Teddy? To Grovik? Well, Davik, Betty. Das mag ein Gespenst sein, aber sie hat mich noch immer im Griff aufgeschnappt. Das wäre, wenn die Antwort simpel und logisch ist. Einer verdammten Ort, Name, der sich im Unterbewusstsein eingenistet. Davik, dieser Ort hat ihn angezogen, als gehe von ihm ein wieder natürlicher Sog aus. some places have gravity. What are you saying? Gravewick's gravity pulled us across the Atlantic Ocean? Grovik. No, I'm not saying that. That's irrational. But you believe it, don't you? That we were summoned to tell their story. Aufgeschnappt. The letter to Frederick. The one you found in his safe. From Boston. I may have overheard a conversation somewhere, paid it no attention, but the name stuck. And Betty... And I spun a story around it that put us on this path. Do you really believe that? I mean, how often are you around people? Betty. To find my sister. But Betty's not. Betty ist nicht. Ja, sie war niemals hier. It doesn't make sense. I'm a man of science. I don't know what to believe. And yet, here we are. All three of us. Is this what you wanted to show me? I wanted to be close to her. Do you believe in ghosts, Edward? You know I don't. Well, you've been chasing one for years. That's different. What about me? Us. You're not ghosts, you're alive. Fair enough. So what really happened to Ruth? Muss umgebracht worden sein, denkt Edward. Das kann nicht einfach alles nur ein einfacher Unfall gewesen sein. Unfall? Er weiß, dass viel Leid, zufällige Ereignisse schließen sich zu einer ungewollten Lawine zusammen und zerstören die Leute. I believe it was an accident. How? What happened? Your guess is as good as mine. Alright, she ran from the mine and came here. And then... Was she afraid? What made her run? Warum rannte sie? Mine? Mädchen floh vor etwas, vor jemanden. Daran glaubt er noch immer. Denn die Alternative? Spielen. Der Tod kommt oftmals ohne Sinn und ohne Absicht über uns, denkt er. Wie eine dunkle Wolke, dies und so. Vielleicht ist das Einfachste, was man sagen sollte. Maybe it was slippery. Just rotten luck? That's all it was? If only Ruth had wings, like an angel. She could have flown straight to heaven. Ich glaube, man hätte aber auch Mord und sowas sagen können. And with God. Do you think that's where everyone's gone? Ja. Edward glaubt, dass es nach dem Tod nur Dunkelheit gibt. Auch Alice, also so merkwürdig das auch sein mag, den eigenen Glauben. Und es fühlt sich irgendwie grausam an, ihr diesen zu verwehren. Fjord. Er glaubt nicht ans Jenseits. Er schaut in die toten Augen seiner Mutter. Er sah die Schusswunde im Schädel seines Vaters und er wusste damals, dass der Himmel eine Lüge ist. Heaven? They're dead. I don't know what that means. Maybe there is more. I can't stop you from hoping. We'll never know what happened to everyone in Grovik. We tried our best. We'll remember them. All of them. Maybe that will give them some peace in the afterlife. Could this be your book, Edward? The one you've been wanting to write? A story about people who are isolated, left behind by the world. You can give them all a proper ending, with no annoying loose. Kann halt sein, dass der
Tod der Kleinen oder so dazu geführt hat, dass die Dorfbewohner halt But how? nicht wirklich geglaubt haben, dass das Kind durch Unfall starb und dadurch halt einiges passiert ist. I don't understand how this can be. Draugen got tired of sailing around in it and brought it back to us. Was? It must have been the wind. Whatever helps you sleep at night, teddy bear. Let's blouse while the weather's still good. I need my suitcase. So get a wiggle on, old boy. I'm going to say my goodbyes to all the things. I don't think we'll be back. Meet you at the house. Okay. My goodness. Righty-ho. No rush. We have all day. Wir haben noch den ganzen Tag. Hm. Hier kann man noch zeichnen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich noch den ganzen Tag haben. Dann holen wir mal den Koffer raus. Also ich glaube, man hätte auch eine ganz andere Wahrheit finden können und die Mine ist ja auch eingestürzt und ich weiß nicht, was da noch passiert wäre. Okay, da können wir nur sitzen. Wenn wir jetzt den anderen Weg gegangen wären, falls da einer gewesen wäre. So, Koffer. Koffer. Huch! Come on, Teddy. Hey. Pack your things. I'll meet you by the boat. Do you never sit still? Don't be a wet blanket. Let's make like the wind. Ist so niedlich bei ihr, dass sie so lippig ist und ja. Aufheben. Das kann ich. Als Erinnerungsstück. Packen. Ciao, ciao. Bin ich jetzt nach oben, ob da bei dem Tagebuch was Neues steht? Oh. Ja. Akzeptieren. Akzeptieren.
Der Flagge irgendwas machen? Nee. Okay, mit Koffer rennen kann ich auch nicht. Ich bin wahrscheinlich nicht so stark. What a beautiful day. Hm. Oh, look at that. The ground's finally dried up. Oh, das war... Wahrscheinlich, weil ich sonst zu langsam gewesen wäre dort. Come on, let's go. Row, Teddy, row. Ja, ja, warte. Ja. Verlassen. Ach, gerade. Sie verlassen. Rückfall vom Spiel. Ich bleib einfach im verlassenen Dorf dort. Ich will nur meine Ruhe haben. The water's still cold. It's a fjord, Lissy, and it's almost winter. There'll be snow when we get back to Hanover. The house will be warm. Are we going to be all right, Edward? Mhm. I think so. Lebe wohl an alle Dinge. Red Street Games. Ist kein so wirklich großes Studio. Also wie man es halt sieht. Nicholas Bolton als Edward. Oh, das ist auch ein schönes Game. Also theoretisch hätte ich auch alles anders sagen können. Ich hätte auch auf Mord eingehen können und ja. Also ich kann mal danach gucken, was die eigentliche Story dahinter ist. Also das richtige Verständnisende. Norwegisches Studio, ja, Norway Studios, ja. Jo. Ist ein feines, aber kleines, also kleines, feines Spiel. Ist man halt recht schnell durch. Das geht noch. Du konntest wahrscheinlich noch viel mehr entdecken und die Entscheidungen ein bisschen anders treffen. Deswegen mal gucken. Mal gucken, wie die eigentliche Handlung
gewesen wäre. Für die ich mich nicht wirklich so entschieden habe. Das hätte halt alles sein können, weil das kleine Mädchen ist irgendwie abgerutscht. Die lag dort tot. Einer der Dorfbewohner hat sie mit ins Dorf und keine Ahnung, man hat halt mit dem Finger auf ihn gezeigt. Er ist der Mörder und das und ja. Man sah ja dieser eine Erhängte. Wahrscheinlich einer der letzten Bewohner dort, der alle begraben hatte. (2006 bis 2019). Thomas Faust. Guter Mann. Kaum bis keine Fehler in der Übersetzung. Stimmt, da haben wir schon Schlimmeres gelesen. Ah Gott. Das ist bei Like a Dragon Ishin. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber... Bei mir würde halt jetzt nichts Wirkliches einfallen. Aber morgen haben wir, wie gesagt, auch noch einen Stream und da ist halt auch noch der Jubiläum, das eigentliche Jubiläum, weil affiliate wurde ich 29. Kommt noch irgendwas? Ich höre Wellengeräusche. Ich bin am Segeln. Drücken mal X. Start. Wahrscheinlich käme da noch was. Yeah. Ich wollte doch ins Hauptmenü weiter. So. Auf die Extras können wir natürlich gucken. Platz 1 oben. Okay, warte. Aber bevor... Also. Draugen ist das neueste Spiel von Red Reed Games, Spieleentwickler und Publisher aus Oslo in Norwegen, die vor 2 Jahren bereits das beliebte Fantasy-Abenteuer Dreamfall Chapters, oh ja, okay, Dreamfall Chapters, das haben wir ja selber hier gespielt, herausgebracht haben. Nachdem das Spiel schon im Jahr 2013 erstmals angekündigt wurde, ist Draugen nur nach mehreren Jahren Konzeption und Arbeit am 29. Mai 2019 irgendwie
Am 29. Mai 2019 auf Steam erschienen. Also, wir haben jetzt den 28. Mai. Was ist denn das für ein Zufall? Okay, das war wirklich... Am 21. Februar 2020 soll das Spiel auch als Konsolenversion für PlayStation 4, Xbox One veröffentlicht werden, bla 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 bla. Worum geht es? Worum geht es in Draugen? Die Entwickler von Red Dread Games nennen ihr Spiel ein Fjord Noir Mystery Game. Draugen ist ein storybasiertes First-Action-Adventure, das in einer Küstengemeinde im ländlichen Norwegen der 1920er Jahre spielt. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines aus Amerika kommenden Reisenden namens Edward Charles Harden, der nach Norwegen in das abgelegene Dorf Gravik gereist ist, um seine dort vermisste Schwester Betty zu finden. Begleitet wird er dabei auf Schritt und Tritt von einer jungen Frau namens Lizzie, also in Klammern Alice, die sich stets unabhängig, gesellig, aber auch sehr rätselhaft zeigt. Gemeinsam müssen die beiden diese malerische Küstengemeinde erkunden, die eingebettet in die Fjorde und Berge des ländlichen Norwegens liegt. Während der Suche nach seiner Schwester entdeckt Harden nicht nur die Dunkelheit, die sich unter der malerischen Oberfläche des Ortes versteckt, sondern lernt auch langsam seine eigenen norwegischen Wurzeln kennen. Die Story von Draugen ist düster gehalten und wird kompakt erzählt. Das Paar trifft unterwegs auf viele Hinweise, die bei der Lösung des Rätsels und die verschwundene Schwester helfen. Draugen ist aufgebaut wie ein interaktiver Film mit einer Menge an Dialogen, die zur Aufklärung des Falls beitragen und den Eindruck verstärken, dass sich der Spieler mitten im Geschehen befindet. Es verwundert kaum, dass Red Dread Games bei der Realisierung des Spiels auch vom norwegischen Filminstitut unterstützt wurde. Draugen ist im englischen Originalton mit deutscher Oberfläche und deutschen Untertiteln spielbar. Einziger Kritikpunkt ist, dass das wirklich fesselnde Spiel mit einer Spielzeit von 3 bis 5 Stunden deutlich zu kurz ausfällt. Na, GameStar, da steht natürlich genauer, was man sich darunter vorstellt in der Handlung. Ah, okay. Ja, kann natürlich jeder für sich lesen, aber ich glaube, ich bin mit meiner Entscheidung zufrieden. Ja, geht. Ja. Kann man so belassen. Ja. Draug bezeichnet Draug, Schiff 1908, norwegischer Zerstörer Draug. LOL? Was LOL? Was LOL? Was war gelollt? Wieso gelollt? Was? Die Draug, die war auch ein norwegisches Wikinger-Schiff-Gedöns auch, ja. Aber Draug zählt ja eigentlich dieses Fantasiewesen oder dieses Fabelwesen im Norwegischen von so einer Wasserleiche, der dann halt auch... Wie haben die das dort erklärt? Oder so ein bisschen Freddy Krüger-like in die Träume der Kinder Platz nimmt. Und das ist halt, ja, ist ein bisschen schwierig. Also wenn man das den Kindern halt vorliest als Märchen oder als Fantasiegestalt oder so dort. Ja. War ein sehr, sehr interessantes Game, ihr Lieben. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ach, wegen dem Datum. Ach so, wegen dem Datum. Ja. Ja, habe ich mich jetzt gerade gewundert, aber dann habe ich wohl den richtigen Zeitpunkt gespielt, das halt zu spielen, weil es ist halt theoretisch an dem gleichen Tag raus oder veröffentlicht, zu dem Zeitpunkt halt, wo ich Twitch Affiliate wurde.
Zufall. Sachen gibt's. Ihr Lieben, hier auf YouTube bedanke ich mich natürlich recht herzlich. Gerne Feedback dalassen zu dem Game. Vielleicht auch Vorschläge für ein anderes Game, was in diese Richtung geht oder was man auch noch an Emotional Sunday Streams zeigen kann. Hier verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Emotional Sunday. Also hier, ciao, ciao, ihr Lieben.